So. 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 Äh, ich hoffe, das klappt jetzt auch alles. Ich hoffe, das klappt alles. So, ich glaube, dass das alles soweit funktioniert hat. Hoffe ich zumindest. Und heiße einfach mal alle willkommen, die sich das jetzt spontan mit mir angucken wollen. Sorry für die fehlende Ankündigung im Vorhinein, aber ich habe es bis vor kurzem selbst nicht gewusst, dass ich das jetzt hier mache. Ähm, Was machen wir heute? Wir schauen uns den Magic Showcase 2021 an. Und ich habe den hier schon geöffnet. Es geht auch in ein paar Minuten los. Deswegen bin ich einfach mal gespannt. Ich hoffe, ja, das Ganze funktioniert hier ohne weiteres. Und ich mache jetzt auch mal die Musik aus und wir springen schon mal in den Stream rein, soweit es geht. Wow. So, der Countdown ist da. Ich mache es hier mal schön auf voll, damit ihr das auch gut seht. Und haben wir schon Sound? Okay, ich höre zumindest noch nichts. Ich will es einmal gerade noch mal, um sicher zu gehen, einmal reloaden. Und schau mal. Okay, es sind 5000 Leute, die sich das jetzt gerade mit angucken. Und wenn schon Leute das hören, dann sagt mal gerne Bescheid, ob das bei euch alles gut ankommt. Also soundmäßig geht mal gerade noch nichts wirklich ab. Aber wahrscheinlich gleich, wenn es losgeht. Deswegen, ja, bin ich einfach mal gespannt. Also es kann auch sein, dass die ganze Zeit irgendwas technisch absolut fürchterlich läuft, weil ich habe das recht spontan jetzt zusammengeschustert. Ähm, Deswegen, wenn euch irgendwas technisch auffällt, was problematisch ist, lasst es mich gerne im Chat wissen. Und ansonsten, ja, wünsche ich uns schon mal sehr viel Spaß bei dem Showcase. Ich bin mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich halt sowas live kommentiere. Ähm, und dementsprechend, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns wirklich erwartet. Ich schätze einfach mal sehr viele neue Produkte. Sehr viel Neues, was halt allgemein ja, Magic angeht. Ich schätze mal, es wird wieder so einen kleinen Vorgang geben, im Sinne von, was jetzt nächstes Jahr alles auf uns zukommt. Also welche Sets wir im Standard bekommen werden und ob wir vielleicht irgendwohin return. Aber ja, ich bin mal gespannt. 30 Sekunden nur noch. Und ja, schreibt in den Chat, wenn ihr denn alles verstehen könnt, alles sehen könnt. Laut dem Twitch-Stream aktuell gibt es da noch nichts zu hören. Ich habe es hier erstmal auf volle Lautstärke. Und ja, bin einfach mal gespannt.
Ich bin wirklich gespannt, was jetzt Sache ist. Okay, es geht los. Okay, Sound funktioniert. Ich mache mal ein bisschen lauter. Oh, ihn kennt mich von I Hate Your Deck, der Host. Okay, hörst du mittlerweile was? Leider nein. Ich. Aber eigentlich habe ich hier Ausschlag. Warum überträgt er es nicht? Oh mein Gott, ich hasse es. Äh, hm, geht's denn jetzt? Oh, okay. Es gibt eine Netflix-Ankündigung. Ugh, Jesus Christ. Test, Test, Test. Warum übernimmt er das nicht? Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich versuche hier mal noch ein bisschen an ein paar Schrauben herumzudrehen. Weil das Ding ist, also mein OBS sagt mir, dass er was auf jeden Fall rausgibt. Also ganz kurz, also es wird jetzt erstmal nur gerecapt die ganze Zeit, was passiert. Also ihr verpasst jetzt gerade echt noch nichts. Ähm,
Alter, ey, OBS ist auch so beschissen, wenn was nicht funktioniert. Bis man da mal irgendwas gefunden hat, dauert es halt einfach ewig. Okay. Also es gibt. That's the one you're going for if you're Right, competitive. so So, that ich Wormcoil glaube, jetzt engine, müsstet ihr as doch well was as the hören, top oder? 8 collected companies are going to be printed with the name of each individual store on the card. So these promos are going to be unique. Kann es sein, to dass that ich es store. jetzt So you gefixt get to habe? rep your store with your promos whenever you put them in your decks forever if you make it to the top 8 of that event. That's Okay. awesome. I'm sure local game store owners are going to be so excited to see that their name on an official Magic card. That's amazing. And I hear you Okay, also Gott sei some Dank, good es news for funktioniert Commander wieder. players. Yeah, so we're Okay, gonna es be gibt starting neue an event Promos called für Commander Store Parties, Championship. which is going to be a very social event kind of based in storytelling. So Okay. Interesting. yeah, so it's not really about winning. Okay. It's about kind of communal engagement, storytelling, and kind of a metagame where what you do in your game can affect other games. There'll be an ongoing story piece happening in the background. It's a very, really new, cool experience that immerses you Okay, in, okay, in okay. the first one in the world Cool. of Innistrad. Oh, wow, that's amazing. And Yeah. more excitingly, I love the fact that you're able to maybe interact with the other play groups around more. So that's awesome. Winning doesn't matter, and you're really playing almost like a metagame outside of Commander. That's right, and anyone who shows up will get a participation promo. Oh, fantastic. Well, Aaron, Ganz it viele neue sounds like Promos, stores ganz are going to be neue the place to be. Store, Of course, again, when it Championships, is safe etc., for etc. everyone. So thank you so much, Aaron. Really awesome news. Aaron Forsyth, everybody. Now, it's time to check in with my good buddy Joe Johnson. So, Joe, what's going on? Hey, thanks, Jimmy. What up? I'm here with Jess Lanzillo, Senior Creative Director of Wizards of the Coast. What's up, Jess? How you doing? Hey Joe, it's really great to be here with you today. Ich find's Yeah. crazy, dass Alright, cool. We got so Joe many von cool I Hate games Your coming Deck up. Where do we even start? hier einfach mitmoderiert. Let's start on the Ich habe den place Kanal that erst we're vor so ein gonna paar go Wochen there twice. entdeckt Let's überhaupt. go. And when I say nice, I mean totally Und find's halt spooky. total, also ich finde ihn mega So we're sympathisch, gonna be going deswegen back to richtig Innistrad cool, dass for er das hier two mit sets, kommentiert. Both Midnight Hunt and Crimson Vow. Ooh, Midnight Hunt. What's that all about? It's about Oh, werewolves. bekommen wir jetzt erstmal okay. noch ein Ja, paar definitely Previews fürs Really, nächste we're Set, kind of wahrscheinlich. opening on Innistrad at the time of the harvest. Also Tide läuft jetzt Festival. alles Essentially okay? what's Wieder einmal happened ganz is that kurz the day-night balance mir, has gotten mir all out Bescheid of whack, geben, and the damit ich mich werewolves are entspannen now kann trying to und take over. mich tatsächlich zurücklehnen like they kann. do, like Oder ist they der do. Sound doch irgendwie weird oder irgendwie komisch? And Oder are there any like special features in this about maybe like a special werewolf coming out in this one, or? You know, we're going to be telling everyone a little bit more about this on twitch.tv/magic with some special guests, including one very famous werewolf, True Blood's Alcide. Ooh, Joe Mang in yellow. Let's go. Okay. Yeah, it's going to be great. And he's going to be accompanied by our buddy Jimmy as well. Oh, nice. That is fantastic. I gotta get Jimmy in there. That's what's up. All right. So, Midnight Hunt is coming out what? September 24th. And betcha. when can we see? Ah ja, Crimson lauter. Vow Nee, das ist happen? kein It's Problem. November 19th. Nice, nice. What's going on with that Crimson Vow? So Crimson Vow is our vampire wedding set. Also lauter right? geht's leider gerade nicht. Super over the Ich kann mich ein top, bisschen leiser machen. opulent vampire wedding, as vampires want to do. Olivia Valdarin, who is the head of the Valdarin family of vampires, is decided to really go for true power couple goals. Oh. Team up Warte. with a yet to be announced Lauter geht's groom to leider be, Oh, okay. and take over all of Innistrad. Nice, nice. Okay, cool. So, I mean, they got little Jay-Z and Beyonce vibes going on in the vampire world. Man. And that's not all. So Oh. in 2022, coming to WPN stores is Innistrad Double Feature. Ooh, okay. So we asked ourselves two things. Hey, we've got Crimson Vow and Midnight Hunt. Okay. Why don't we put them together for a draft experience? Oh, And okay. then we also asked ourselves, hey, we're really inspired by classic monster movies. Why don't we do really cool collectible versions of our cards that are inspired by classic monster movies? So we smushed those together into a draft or a draft electable experience.
delectable experience Yes. to Das ist monsters, jetzt ein maybe. Draft mit Monsters. Collectors. And Box, oder perhaps was? to anyone who would like to go to their WPN store and crack some packs. Sounds amazing. So now does double feature cards from the new set? It features cards from both sets, Midnight Hunt and Crimson Vow. That is so cool. Okay, I mean, man, I'm just saying, it might be summer now, but with Innistrad just around the Also, corner, es, the dark approaches. also es wird wahrscheinlich dann so And ein, humans so ein don't stand a chance. Doppelset And zum Draften geben. I'm a human. Does that put me at risk? Jimmy, help me out, man. Thank you, Joe and Jess. Really exciting stuff. Now, Aaron, Innistrad is just one of the many exciting ways for us Ich to hoffe ja immer noch, experience dass this sie game that irgendeine we Möglichkeit love, kriegen, but we alte can't forget Karten zu about reprinten digital. aus dem For Innistrad, me, weil es in ist these die past 18 beste months, it's been a total Draft, escape to be able to play on my Geschichte, phone die and sie all überhaupt that stuff. Can machen you konnten tell us a little bit bisher. about what's coming for digital? Yeah, so you mentioned playing mobile Arena on mobile, and that has been a huge Okay, jetzt win geht's um for bringing mobile. the game to many, many more Könnte ich mal players kurz here in widerlegen. 2021. Yeah. And we know tons of different people play Arena, whether it's tabletop players looking to practice, whether Right. it's digital-only players that want to have an evolving, up-to-date experience, or whether it's mobile players looking for something bite-sized they can carry in their pocket. So we're going to continue to offer a ton of experiences and add to it. So like I said, we'll be offering all the traditional standard and draft play for that the tabletop players enjoy. We're trying out some new digital stuff, like the Mirror rebalancing event that we had recently, Moin Marc. as well as Ja, Jumpstart ungefähr. Historic Und es wird Horizons, which comes wohl out ein in a couple Draft days. Experience mit And we're going to be Promos looking to sein, expand the tools we have at our wo man disposal beides to add even draftet. more Also ganz different oldschool. experiences to meet players where they are. mehrere Yeah, so again, it's ein adding more Multiset to what's Draft already there quasi. and not limiting what was anything in the past. That's That's right. awesome. Now, when it comes to the sets and renewals and rotations, when are we going to be able to expect that for our competitive players? Yeah, so every September, the Magic year kind of resets for standard play. And we wirkt so remove müde. 4 wirkt sets so from the environment sehr to müde. allow the next 4 sets to come in and shake things up. So this September, we're going to be seeing Throne of Eldraine rotate out, Theros Beyond Death rotate out, Ikoria Lair of Behemoths, and Core Set 21, or M21, to make room for these upcoming Innistrad sets as well as everything else that's coming down the pipe. And so that makes it a great time to get into playing, especially on Arena, because we have this cool thing that you can get if you sign up now or log in now called the Renewal Egg. Oh, nice. What's in it? Well, it's got all sorts of individual card rewards and even some Innistrad Midnight Hunt booster packs. That's really exciting. I'm super looking forward to that. I can't wait to open some of those packs. Now, are there any plans to open up and Ja, shake up wirklich. which formats are available in Arena? Aber ich meine, darauf freut, Well, sich, the freut big man one that sich we're auch schon making seit changes to gefühlt is 5 Jahren. Historic Brawl. Right. So that's one that fans clamored for. We've run queues in it in the past, but we're doing 2 big things with this next update. One, we're changing it to be 100 cards. Oh, okay. Okay, es wird Historic which is a Brawl number I'm quasi sure zu is near Historic you. Commander. Very much so. Womit klar ist, As dass well as Brawl putting sich the nicht queue up in durchgesetzt. perpetuity, Oh, so wow. that you can play it any time of day, any time of the week, for as long as we leave it up there. Fantastic. So there's no plans to take it down. Nope. We can just keep playing Historic Brawl in the 100-card format now. That's right. Wow. Okay. And is there anything you can share about the Arena Opens? Because that's something that I've been really, it's been having so much Ist fun es watching bewusst, dass hinten nur streamers playing 4 von den 5 myself. Farben da sind? Right, so those are our Oder ist auf biggest der anderen Seite des competitive Studios events that we ist run da for noch Arena players, and we love them. das schwarze Tor. And we're going to make some changes to the formats we're offering there, including the big one that I know players have been clamoring for, which is we're going to offer our first draft open here coming up soon. Ooh. Really? Das Oh, ist wow. tatsächlich- Limited das ist echt tournaments. cool. Yes. That's right, so now you can Draft draft bekommt wieder ein bisschen and mehr end up winning Relevanz. some real prize money that way. Oh, that's exciting. So, and you know, one thing that has been really near and dear to my heart, it's been the way I've gotten a lot of other players into the game, is Jumpstart. So, what can you tell us about Jumpstart? Right, so Jumpstart Historic Horizons comes out 2 days So from we now. decided to ruin Historic and Arena for Jumpstart's been many, just a many tremendous players. success for us. It's because been a we great like way to introduce profits. new players to the game. Yeah. Super fast and casual. It kind of Nein, combines also the Jumpstart ist ja best of cool limited und and so, aber constructed. wir haben ja im Podcast auch drüber And gesprochen. this release will include a bunch of cards from the Modern Horizons sets, which are near and dear to my Ich bin heart, gespannt, was bringing jetzt those to dazu Arena kommt. for the first time, as well as a new thing with digital first cards that we've designed that can work only on Arena, Right. that have some really sweet Ja, new ist ja mechanics. jetzt im Moment noch Yeah, like in perpetuity, Erstmal, words alter I'd never Hund. seen before. Really exciting stuff.
Wow, okay, so much to process. It's time for a very quick break, but not for you, because many more announcements are just moments away. And later on in the show, we're going to reveal every single Magic set coming out in 2022. So we see Also you sie in wollen 6 wirklich alles revealen, alle Sets, die rauskommen. Ich bin wirklich gespannt, was sie damit bringen werden. Okay. Score dazzling reprints of some of the most sought-after Okay, was haben wir Commander da? staples. Phyrexian Arena. This Commander collection is all about black, including 8 cards with new legend-focused art and character homages. Ghoulcaller. Available in foil and Ich weiß nicht, non-foil spielt at man your das in local game Commander? store. This includes a double-sided snake and zombie token. So grab your Commander collection black. Uiuiuiui. Das ist ja eine Überraschung. Pioneer Challenger Decks. Introducing Pioneer What? Challenger Decks Das ist cool. 2021. Based on top-level Das ist richtig competitive cool. decks, the 4 decks in this collection get you into the fun and powerful Pioneer format. Pioneer ist wieder Whether da. you want Azoria Spirits in blue-white, or Zav Das ist Auras in cool. white-black, Das ist a richtig mono-red cool. burn deck, or the black-green-blue Lotus Field combo, the Pioneer Battlefield is yours to command. Hell You'll get yeah. everything you need, including a full main deck, sideboard, and deck box. So if you haven't already, become an MTG Pioneer October 15th, 2021. Oh, das ist ja sehr bald. Das ist sehr, sehr bald. Holy shit. Was geht With ab? coordinated assassination attempts on guild masters Ral Zarek, Vraska, and Kaya, rock Ey, the das ist ja city of wirklich Ravnica das Beste, and was leave sie hätten Jace machen können Bellin's eigentlich. life hanging in the balance. A fuse is lit. Also that nicht nur haben sie threatens not only mehr- these 3 guilds, but the entire plane of Ravnica. Now, these 3 must form a tenuous Mehr alliance Zusatzprodukte, to sondern uncover halt auch why eben the targets für of the Pioneer assassins mehr Support. have all been planeswalkers. Aber hoffentlich haben sie coole That's the Reprints first drin. story arc in the biggest MTG comic launch ever. And here Okay. to tell us more about it is principal brand designer Daniel Ketchum. You know, when I first started working at Wizards, I actually Ich will eigentlich direkt die partnered with IDW Decklisten Comics sehen. to tell a story Ich about will direkt die Chandra in Decklisten the aftermath of für, Wormspark. It was directly spun from the events Ja, of the also ich TCG meine, das ist story. für mich But our zumindest die friends at Ankündigung, Boom dass sie mit Studios are doing Pioneer noch ein something bisschen completely weitergehen wollen, different. als nur, Writer Jed McKay and dass es so ein artist Casual-Format Guar are werden telling wird. Ich glaube schon, dass completely Pioneer original als stories Competitive that Format maintain in die what's Stores core about the und Planeswalkers, supported but takes them on mitkommt. brand new adventures. Ich bin mal gespannt, wie You diese don't need to Store know anything Championships about the card aussehen game, you werden, can die just sie start ganz at am issue Anfang 1 and go from angekündigt there. haben. Awesome. Und wenn da halt ein Well, paar every great Pioneer-Events comic dabei needs sind, great bin ich art auch and auf great jeden story, Fall on but board. comics like Magic are highly collectible, and this comic is no exception. Correct. So every issue actually has a number of variant covers attached to it. Und jetzt gibt's Hidden hier Planeswalker quasi variants, if you will, Magic- each one Magic drawn by a Comic. different superstar comics artist. Comic-Gedöns. And when can we get our hands on the latest issue? Well, issue number 5 is on sale right now, Jimmy. Ja, das ist Hey, voll cool. ja, Aber das ist ja, glaube ich, nur für alright. WPN Premium Stores. Seid ihr WPN Premium mittlerweile? Weil das wäre richtig geil. Dann will ich auch eine Fischkrieg-Karte. Out of Time Super Drop. Jetzt kommt's. Oh Gott, sie haben es gemacht. Sie haben Old Border Planeswalker gemacht. What the fuck? Was haben wir da? Okay, das sieht aus wie Kamigawa. Kram. New Secret Lair is coming. Das ist schon ziemlich cool mit dem Old Border Planeswalker. Vor allem, dass sie es tatsächlich gar nicht so aufgereiht haben, wie man es sich What's gedacht up, everybody? hätte. We're still here with Aaron Forsyth, and now we are Oh, ist ja joined ein in our Brecher nach circle dem of anderen. revelation Holy by shit. Jess Lanzillo and the delightful duelist, Becca Scott. Welcome, friends. Okay, folks, questions. Jess, Aaron, we're going to talk about the 2022 release roster in a little bit, but I want to ask you about some of these awesome bonus sets that, you know, they really Ja, help the ich hab heute Morgen nicht so excitement viel just go gelesen on and on darüber all year tatsächlich, round. aber Just ich what's hab coming up. gesehen, dass was geleakt Well, wurde. let's kick it off with Aber hey, Commander ist Legends cool. Battle for Baldur's Gate. So social play is the key to both Dungeons and Dragons and Commander, Huh. so we're bringing them together at last. It's going to be a set taking place in the city of Baldur's Gate, which is located in the Sword Coast. Very cool. Aaron, tell us about the mechanics for Baldur's Gate. Moment, ist das there jetzt ein are neues certainly a neues ton Set? of new legends themed as D&D characters. Yeah. Aber wahrscheinlich sowas Gonna wie be Commander new Legends oder was? multiplayer keywords, and we have a really cool draft environment, which we had it in the first Commander Legends, but a lot Ah, of people verstehe. didn't get Also to es ist Commander experience that Legends, because of, nur diesmal the als ein pandemic, but you get separates to pick 2 Set cards out of a nochmal. 20-card booster, pass, and then pick 2 more cards each time until you have a 60-card limited deck with the Commander. Wow, I got to draft Commander Legends a couple of times, and it was a total blast, so I can't wait to do it again. Ah, so fun. Okay, so what are we going to find inside these Battle for Baldur's Gate packs? Booster fun, of course. Ah,
So you may remember our rulebook frames from Adventures in the Forgotten Realms. We're now expanding that look beyond creatures. We are looking at doing some awesome borderless cards, and we are running back the ultimate Commander Legends collectible, which are the foil etch legends. Oh, excellent. And when can we expect to get this set in our hands? This will be in the first half of 2022. Awesome. Okay. All right. Well, I'm really Neues excited Commander for that. Legends But also Produkt. another thing I'm stoked for, Jess. Okay. Jumpstart comes out Ich hoffe, just dass die in a couple of days Reprints, here on Arena. dass es When Reprints are we haben gonna be wird, able to die expect cool to see sind. that coming to tabletop? You betcha. We've got Jumpstart 2022 coming to tabletop. Yay, mehr It's Jumpstart. the easiest way to combine the best parts of limited and constructed play. You just get a couple of boosters, you shuffle up, and you play. Yeah. It's totally the best. You get 20 card boosters. This time around, we're doing them in 46 different themes. Wow. Do you want to hear a couple samples of the themes? Uh-huh. How about multi-headed creatures? Yeah. How about Eldrazi? Da leave you hätte ich hanging Bock drauf. Könnte auch mal wieder ein Reprint Okay, so verkraften. what do we Gegen die find in these Eldrazi's. packs that we shuffle together? So in each pack, you're going to get 20 cards. You're going to get one new card to this set. Wow. You're going to get a booster fun card in an anime style. And then you're going to get some awesome reprints. Anime-Style. Amazing. Okay, when do we Okay. get our hands on it? I'm ready. It'll be coming out in the back half of 2022. Ooh, but that seems like kind of a long way away. Aaron, help me out. Is there anything you could tell us about that's coming a little sooner? Yep. Double Masters 2022 comes out next summer. Nee, Ooh, Leute, okay, oder? so remind us, what is Double Masters all about? Double Okay, Masters. so what's better than one rare per pack? Two rares per pack. And what's better than one foil per pack? Two foils per pack. All right, so now you get what it's all about. So Double Masters is a reprint set full of all sorts of awesome reprints, 2 rares per pack, 2 foils per pack, and a really sweet new multicolored draft environment. What the? You guys hear that? Also, die droppen jetzt einfach so, dass es Double Masters 22 gibt. Also, sie denken sich auch gar keine neuen Masters-Sets mehr aus. Sie sagen We'll einfach check this out. Double Masters und dann das aktuelle Jahr einfach hinterher. Ah! Who are you? Mark Rosewater. I'm Mark Rosewater, head designer for Magic the Gathering. Oh, hey, Mark, you can take your helmet off. The air is good to breathe in here. Yeah. What are you doing here, Mark? Well, I'm dressed in a silly costume, so we know what that means. Yes! It's time for another unset. Hey, Finally. Unstable oder neues So Unset as auf people jeden know, Fall. the unsets, like in Magic, there's a spectrum. cool. You can go to very competitive Magic all the way to very fun and casual Magic. The unsets are all the way on the fun and casual side. It's about just doing fun things with your friends, having great experiences, and just laughing and enjoying the act of playing Magic. Awesome. So one of the things we always try to do with unsets is try to do something that Magic does, but put our twist on it. Right. So for example, Unstable said, faction sets are a lot of fun, so let's do a faction unset. So this Okay. time I said, what I want to do is a top-down unset. I want to take a really resonant trope and then just make lots of cards influenced by that. And so what we said is, okay, here's my idea, guys. Infinity. I want to do a retro science fiction space carnival / Das ist witzig. amusement park / Das ist circus. witzig. And they're like, yeah, you're good to go. All right, put all the things in one. This is definitely pushing the boundaries of Magic. Mark, aren't you worried about, the space-time continuum breaking? Well, if anything's going to break Magic, no. The the one thing that we always want to do in Magic is, with the unsets, is just go places we've never gone before, do things we've never gone before. So right now we are taking you to Myra Rosewater the Magnificent, schreit auch immer so krass. Intergalactic Astratorium of Fun. Wow. So it is a space carnival that travels the galaxy with it's a science fiction, so it's rides that you couldn't even possibly imagine. And what we're going to do is we're bringing all these fun tropes and bringing them to Magic. So anything you enjoy about carnivals, about amusement parks, about circuses, it's all here in a really fun, exciting new set coming out in the second quarter of 2022. Awesome. And as What the a fuck, big okay. fan of lands myself, are we going to Also be Science seeing cool new Fiction basic und lands? Fun Of einfach course. nur. Science Fiction Karneval. Unglued, the very first unset, introduced full art lands, and they've been a tradition every single time. But this time we are making basic lands. So they are full art, full bleed basic lands, but set on the ground of planets and in space.
So for the first time ever, you can have Weltraumlande, science hey. fiction lands for Das ist Magic. cool. And in addition to that, we're also doing shock lands set in space as well. So those are also, you can also open those up in the product. What? Okay, Mark, when do players get to get Ja, their wir hands bekommen on this Shocklands awesome und UND Double set? Masters. It's coming out in the Das second ist quarter passiert. of 2022. So soon. Yeah. Okay, also So this Shockland is what happens Reprint when the im multiverse and the Infinity. universe collide. To infinity and beyond. Bye, Mark. Oh, we'll see you later. Is it safe? He needs a chaperone, I think. Also, wenn in Double Masters 2022 übrigens keine Fetchlands drin sind, bin ich enttäuscht. Und vor allen Dingen, wenn da nicht die Modern Horizons. Dumbgood is proud to share their vintage-inspired collection designed around the Black Okay, was kommt Lotus jetzt? and the retro Magic the Gathering logo. There's a full range of products, including apparel, accessories, and home pieces. But this is a limited edition release, so head Natürlich on over limited. to dumbgood.com. Okay, keine Ahnung, was das ist. I There's a don't new care. Magic art book on the way. A visual history by Jay and Ellie. Or to give it the full title, Magic the Gathering, Planes of the Multiverse, a visual history. Ja, So, voll. what's the book all Die about, alten Daniel? Fetches, die müssten Well, noch wirklich Planes of mal the repeated Multiverse werden. takes us on a tour of Magic's most beloved worlds. Each entry tells the story of a different plane. Ja, ich finde and the diese colorful Artbox immer ziemlich characters that inhabit nice, it. aber One im of my Endeffekt personal kaufe ich sie mir favorites, of nie, course, weil are ich Cord, the Planeswalker from Innistrad. also weil sie mir zu teuer And sind we'll und also weil get a ich deeper nicht dive into some of wirklich the other mich sehe, worlds, such damit as Theros, durchzublättern. Dominaria, and Amonkhet. And you don't have to wait on this one. It's available today. Das ist fair. Und noch mehr Secret Lair, warum auch nicht? Was kommt diesmal? Okay. Sanctum Prelate. Und das war's. Und das ist noch? Methods for Blockers. Brazen Borrower Reprint, das ist cool. Ah, Jesus. Weil es müsste eigentlich immer wieder pausieren und dann darauf reagieren erstmal. Welcome back, everybody, to Magic Showcase 2021. And I've been joined by Becca Scott, who has spent a lot of time tracking someone very special down. Yeah, Jimmy, you know how this works. I mean, sometimes we ring up a guest, we ask them to come on the show. That's it, easy. Like Mark Rosewater, for example. Sometimes we gotta talk to people's agents, but sometimes we have to go above and beyond. Sometimes universes beyond. To talk about this and much more, it's product architect Mark Hagan. Hey, how's it going, guys? Mark, good. So good, Mark. So good to have you here. Thank you. Okay, Mark, Was the kommt universes jetzt? are yours. Tell us more. Yeah, so we've previously announced two big partnerships we have coming. Warhammer 40,000 Ach so, and jetzt the Lord kommt of the Universes Rings. So Beyond. today I'll tell you a little bit more about what we're doing there. Cool. And then also we have a couple other partnerships that we haven't mentioned yet that I'll give you guys a sneak preview of. Oh, we love Jetzt kommt's. So let's start with Warhammer 40,000. So this is a property that so many of us were so excited about. This is kind of a lifelong dream of mine to work to kind of bring that cool world over to Magic. So we assembled a team of passionate fans from within the studio. They got to work, and we're going to do this one through commander decks. So it'll be a release Das of wissen wir ja 4 schon, ne? ready-to-go commander decks that kind of bring the world and the characters of Warhammer 40,000 to life. All of the cards have Warhammer 40,000 art, so you really do dive right into the world when you play with one of these decks. And then also we have a few kind of secret layer bonuses that are going to kind of come along for the ride. Und Secret We Layer just couldn't Drops. skip the opportunity, so it's fun stuff. Let's take a look. Here are a couple pieces of art I can show you here. Okay, These Artworks, are aber noch keine kind of Karten. iconic Warhammer 40,000 Yeah. Space Marines, but done kind of with just a dash of magic. And this is card art that you will see in that product when it comes out in the back half of 2022. That is so phenomenal. And Wird noch art eine is Weile such dauern, an bis wir das integral bekommen, part immerhin. of Warhammer 40,000. Wegen Steve Jobs? It's so cool to see it represented in this way. Yeah, just flipping through these cards is such a treat, and I'm Was war telling denn you, das für even ein the Bericht? reprints, even the basic lands, like once we were kind of able to just pull in their whole universe, these cards are so fun. All right. Yep. Well, from 40,000 to just one, the One Ring. Exactly. So the Lord of the Rings is coming to Magic, as we've mentioned before. So you know, it is such a big world. So many stories, so many characters, so many moments Ja, that we ich kind weiß, of was du got to play meinst. with in our sandbox. And the only way we could pull it off was to do a full set. So this is a full booster set. Okay. Yeah, we went all the way. We couldn't hold back. So the characters you would want, Gandalf and Gollum and Frodo, all those, the moments that you remember from those stories, all of that comes over.
this is going to be, it's a big swing for us. So we built this full set. You can draft it. They're going to be modern legal, so these cards will go into the modern format. And this is going to come out in 2023, so stay tuned for that. All right. Modern Paige, legal. bringing an iconic character from a universe like that into Magic must be such a challenge. Yeah, I mean, that's a lot of the fun, right? We have these characters with so much backstory and their own personality and their own history, and now we get to kind of put them on a Magic card, and we want to both be true to their spirit and bring a little bit Tales of a of Magic twist Middle to them. Earth. So we'll take a look at Gandalf. This is Gandalf, friend of the Shire, and so you can see that Magic take a very fun picture, but also this is the Gandalf that many of us have kind of been imagining as we've been part of this world for so long. It really captures the essence of the Shire. Now, is this set also, of course, coming to tabletop anywhere else? Indeed. So yeah, this is a full tabletop release. It's also coming to Magic Online and Arena. Yeah, we couldn't resist. So you can play this, wherever you love to play Magic. Ja, ist spannend, ne? Das soll jetzt modern legal sein. Also habt ihr dann einen Blue-White Control, So along with the set, which you can draft habt ihr dann Gandalf We Blue-White Control also have und ready-to-go sowas? commander decks, so there'll be 4 decks if you just want to weiß dive ich right in. nicht. And again, Weiß secret ich ja layers nicht. that Oder are es ist gonna halt kind of get in on the fun so ein while we bisschen have der this Approach, opportunity. dass man So sagt, okay, a big wave, man a really fun way to reprintet just modern enter the world of Lord of Staples the Rings, in Lord of the with your Rings. friends Aber es around hört the sich table. nicht so krass an. I heard you say the secret word. Indeed, Secret Lair is Secret Lair is a very helpful way that we can kind of play around with some of these partnerships. So sometimes we're looking to do something a little quicker or lighter or experimental. Ja, da finde ich ja nicht so geil. Ne? And so I have 2 Dass sie partnerships jetzt that I'll jedes Jahr announce modern today. legale Sets rausbringen. The first one is Fortnite. That's right. Nee, Jung. Yeah, so we're huge fans of them. They do so Fortnite? much interesting stuff over there, and so we are doing 2 drops that are the flavor and character and world and kind of vibe of Fortnite brought over to Magic cards. We're going to do this one with reprints. So these are cards that you might already be playing in your deck, but now you'll get to kind of, if you want to, you can upgrade them into the Junge, die haben ja richtig and, Ahnung, we had a ton of fun with was this one. ihre Kundschaft haben möchte. Ne? Yeah, it's just a world. It's kind of a slice of creative that we don't get to see that often, and it was fun to just kind of pour it all the way in. Is this floss? That's exactly it. That's boy. perfect. Okay, that's my signature move right here. It's a sit-down floss. It's so cool. Es hat so gut angefangen, Leute. Double Masters, Pioneer, Thank you, Jimmy. I know you really meant that Challenger genuinely, Decks. and I appreciate it. Okay, Jetzt haben wir you said there were Fortnite Magic 2 Karten. exciting collaborations. If Fortnite's the first, what's the second? Yeah, Nee, so, zu Innistrad gab es noch additionally, keine Street Infos. Fighter drop. Nur, dass es Right, so, ein Special-Event geben soll. These are characters that I Oh, fell in love Street Fighter? with in the Okay. arcade as a child and I've been playing with them. They've just been part of my life and part of gaming for so long. Oh my goodness. And now they're making the jump to Magic. So cool. Yeah, so these are some iconic Street Fighter characters. We built cards for them. These will be in a drop. Yeah, you see the art here. This is Chun-Li. Yep. Which the team really sat down. They said, how do we bring Chun-Li to life on a card mechanically? Chun-Li, kind of one of the all-time great kickers in gaming, famous for her flurries of kicks. And so I can announce today, breaking news, this card has multi-kicker. We had no choice. Right. How else could you do Chun-Li? Ja, das stimmt schon. Da hast du auch recht. Und das ist ja per se nichts Schlechtes. Absolutely. Aber es ist schon extrem bezeichnend, dass sie so ein bisschen mit Fortnite dann auch zusammenarbeiten. Street Fighter ist irgendwie cool, aber ich fühle mich immer noch komisch, die eventuell spielen zu können. Right, so we have a brand new super drop that's dropping right now. It's available as we speak. And I'll show you the cards. Super fun stuff. So yeah, it's kind of a time travel theme. Out of Time is the name. Jetzt kommt das, was wir eben schon geteased bekommen haben. Time Trouble. So take a look at these. So these are 3 cool Planeswalker cards. But what we've done here is we've presented them as if we had been making these cards in the 90s. So kind of old frames, the kind of old way we used to write rules to describe how to make these things work. So we had so much fun. The editing team had so much fun figuring out how to kind of make these work. So that's Dieser Text sieht so kompliziert aus. How many are there of these drops? There's 5 total drops, so that's the first one. Okay. The second one is we're going back to a beloved place called Kamigawa. So this is called Kamigawa Inc. And so these are 5 classic Kamigawa characters, cards that have been fan favorites for a long time. And now we've done them here in this kind of cool Japanese ink Der Stil ist wirklich ziemlich cool, das muss man a very sagen. different take on these cards. So super fun to slot into your commander decks. And kind of revisit Ja, classic ich Kamigawa. weiß halt nicht, diese modernen, also wenn ich das so sehe, wirkt es surreal. Weißt du, was ich meine? Yep. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das finden soll. What else?
Also So the Fortnite next ist auf jeden two- Fall, glaube yeah, ich, grenzwertig. The next two are artist series. So this is a place where we team up with an artist, a magic artist that we love, and we just say, Artist go series. nuts, do what you want to do, help us pick the cards. You decide what to draw on them, and then we just wait for the great stuff to come back in. So the first one is Johannes Voss. So this is this beautiful kind of four-piece story. These two characters that kind of you can kind of tell the tale as they kind of go on an adventure. Gorgeous, Ich mag kind den of Stil. colorful, Das sieht harmonious, sehr aus relaxing wie, pictures. So I love this one so much. wie Very cool. Netflix-Anime-Serien. And the second artist? The second one is Thomas Baxa. This one is not quite as Das ist relaxing. ziemlich cool. It's pure nightmare Thomas fuel. Baxa. This is yeah. wild stuff. We couldn't believe this stuff when it came in. And so yeah, Thomas Baxa just went wild on these 4 crazy cards, and for fans of his out there, Aber immerhin we really spielbare feel like Karten noch he mit really dabei. brought his A Also game. Sanctum Okay, now Prelate, my math is hier correct. That is Spellkite all und 5 of so. the new drops coming our way. Weiß nicht, ob man sich die Close. Decks deswegen kaufen soll, That's 4. aber The last one maybe. is called Math is for Blockers. Oh. Yeah, so we found an artist out there who does very cool, very fun, kind of math, geometric-inspired art, starting from kind of basic shapes and then building out these beautiful illustrations. So we knew we had to work with them, and so we put together this kind of lightly math-themed pack. Der Brazen called Borrower Math ist for schon, Blockers. ist You schon can see cool. Der ist schon cool we did a fun designt. gag with the power toughnesses of Ah, these wird wahrscheinlich auch characters, nichts sein, was so, ich mir a lot kaufen of fun stuff. werde. Ich And, weiß nicht ganz genau, I was actually sie. think we have an animation, and we'll show you kind of a little bit of Ich the weiß, process ich weiß nicht here. ganz You can genau, see- wonach sie gegangen Right, sind. kind of starts with kind I of see. shapes Oh, and then there it then is. go Yeah, up the from there. triangle. Oh, very cool. Yeah. So that's Math is for Blockers. So yeah, super fun stuff. Well, my math is just fine, and I can correctly identify that the number of these that I want is all of them. I want all of them. How do I get them? Yeah, so they're up right now. As I said, you can go to secretlair.wizards.com. You can buy them individually. We have bundles. You can get them all in one bundle, or just the foils or the non-foils. So yeah, Aber wieder das hopefully volle if any of these Programm, speak to anyone also. out there, Ich mag es auch, wie sein, go to the website and, pick one sein up. Mikrofon einfach in die falsche Excellent. Richtung zeigt. Well, thank you Es zeigt so nach much, unten. Mark, for coming on the Yeah. show. And next time, we'll know right where Da, to find you. seht ihr? Thanks so much. Thanks, Mark. All right, everyone. So When we verkabelt man come nicht, back, Leute. It is time for the full set release roster for 2022. Okay. You don't want to miss it. Stick around. We'll be right back. Also jetzt kommt alles, was uns 2022 erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Return to Throne of Welcome, Eldraine. friends. It's time to talk Pinfinity. Okay. Join the official Magic the Gathering pin subscription by Pinfinity with 3 beautifully crafted collectible pins powered with augmented reality content. Ich weiß nicht, sammelt ihr Your first 3 Pins? pins feature Den of the Bugbear, the legendary Dritz-Doer, Ich meine, and the Magic Pins sind Fantasy. schon irgendwie With cool, 3 aber ich epic weiß nie, pins, was ich damit 2 anfangen chances to soll. win booster boxes, plus other member perks. Join today at pins.ar/joinmtg. Creator war auch this wirklich sounds ein so sehr cool. What guter, can sehr members guter Deal, muss man expect? sagen. Lots of fun. They'll receive first access to limited edition pin drops, the chance to win booster boxes, MTG Arena challenges with the Pinfinity team, and a bunch more. Ooh, the AR content seems very cool. So when you scan the pins, you can see artwork, video, music, selfies, and downloadable content with new features coming in the fall. So join today at pins.ar/joinmtg. Okay. Also Pin-Abo. Wahrscheinlich kostet das dann irgendwie so 25 Euro. Man Hey kriegt so einen everybody, Pin im welcome Monat. back to you and to Joe Johnson and to Jess Lanzillo and Aaron Forsyth from Wizards of the Coast. Okay, it's the big one. It's time to reveal the roster of sets Okay, for ich bin 2022. How does next year Dominaria, begin? Kamigawa Well, the first set und of 2022 das sind, is das sind die Kamigawa beiden. Neon Hey! Dynasty. Nice. This is set 2,000 years after the first Kamigawa blog. It's a place where tradition meets modernity. Think neon ninjas and Neon cyberpunk Dynasty, samurai. okay. Very cool. It's got a totally cool futuristic aesthetic where Das ist everyone looks cool. amazing. This is, of course, like all Magic sets, it has a unique magic twist. This isn't just your typical sci-fi dystopia. It's a really cool place where I think I'd want to live, that's Oh, for ich sure. will so einen Waschbär This auf is jeden our Fall new haben. Planeswalker, Kaito. He's a cool cyber ninja. We love him. There's also another mysterious Planeswalker making an appearance in this set. Ja. The Emperor of Kamigawa. Ich habe halt is noch nicht someone so that viel you may Leaks have gesehen seen tatsächlich. before. Oh, mysteries. Aber ich meine, jetzt Interesting. wird es ja sowieso revealed. Yeah, so this set bridges the history of the original Kamigawa with the future. So we take a lot of game design elements from the first time we were in Kamigawa years ago and mesh them with some cool Moin sci-fi Beetlejuice. stuff. A lot of light and color and game mechanics that reflect kind of the new modern Jetzt, age that bekommt ihr Kamigawa is moving into. Alle Sets, die ihr Aaron, you've been im at nächsten Jahr Wizards kaufen since, you know, könnt. long before Also alle the- Standardsets long wahrscheinlich. Kamigawa. Und dann noch darüber hinaus noch Commander Legends 2, Kamigawa is Double one of those Masters planes 2.
players remember fondly and wanted us to revisit. So we took the good parts, a lot of the creative elements, and redid just about everything else. All new gameplay mechanics. Es ist auch ziemlich cool. Aber meine Lieblingsnews bisher ist immer noch Pioneer Challenger Decks. Finde ich Wow, super exciting. tolle Sache. And Magic doesn't exist in a vacuum, so it was really important for us to go back to Kamigawa and do it right. So Jimmy, you've spoken very powerfully about cultural representation. Right. So not only do we have an amazing internal team, but we worked with a bunch of cultural developers and our regional offices to make sure that we're delivering on the full experience for our fans. Yeah, and I know I speak for a lot of people as well, but it certainly is incredibly appreciated, especially for a game that's as universal and worldwide as Magic is. Well, I cannot wait to see what's happened to Kamigawa 2,000 years after we first visited it, but where are we going to travel to after that? So this is another type of world that we've never really done before. We're going to a kind of a modern urban fantasy setting. This is our take on a gangster movie. Whoa. We're really excited to share with you today Streets of New Capenna. This is a glamour setting full of crime. Streets of New Capenna. Very interesting. Yeah, so this is definitely something new for us, but we're using some familiar elements gameplay-wise. 5 3-color crime families. Ooh. Yeah, that you get to, each player, we get to pick the one that they like the best and Okay. represent them. Ein bisschen, and you'll learn that crime does pay. wirkt so ein bisschen wie Did I get it right? Ravnica. Magic is getting crime families? Like, That's right. what? Yeah, so mechanically each one has its own keyword and its own gameplay style. Nee, jetzt and nicht. Ich kann jetzt gerade as nicht in die Jess Tür will gehen. attest to, its own really unique look and feel. And this is fantasy, right? So you've seen the gangster movies before, but these families won't necessarily all be made of humans. Oh, interesting. So, we got squirrels? squirrels, zombies, homunculi. Yeah. Oh, Lorgoys. Okay. Loxodons. Is there a worm crime family? I mean, I'm just saying. You shall see more one day. Aber gibt es dann auch New Capenna is a Ausrüstungsgegenstände, city die einfach eine originally built Knarre by sind oder so? angels. But the times have changed. Demon crime families now rule the plane and are battling for supremacy. As they do. Players will be able to join those families on their own personal quest for domination. Man, I mean, this genre has such like a unique aesthetic. I mean, imagine for art to really pop in this set. I'm really looking forward to this. Yeah. Yeah, the fashion and the architecture that you will see in New Capenna is something that Boah, you've ey, never wie seen die in Leute auch Magic immer bei uns before. klingeln. It's really, really breathtaking. Yeah, and fans of lore will love finding out all the stories and how they tied together with this new plane. In fact, this plane has special meaning to Elspeth, one of our longtime planeswalkers. Well, Elspeth? Okay, I know, very right? exciting. Okay, Okay, I'm really also excited to hear more about Elspeth that. kehrt Okay, zurück. 2 down, 2 more to go. What is next in 2022 for the multiverse? We're going home, everyone. Oh. Jetzt kommt There Dominaria. is, in fact, no place like home. So we're going to return to where it all began for another classic adventure. We're going to kick off our 30th anniversary with a return to Dominaria, and the set is called Dominaria United. Okay. Ooh, Okay. Dominaria United. Let's go. Epic. Yeah, so no place to go back to than where it all began. 30th anniversary, huge milestone for Magic. Tons of Nice, sets in nice, the past nice. have taken place on Dominaria all the way back Dominaria to ist the eigentlich immer original, cool, oder? Alpha and Kann man Beta nicht sets, viel gegen sagen. Invasion, Urza Saga, just all of some of the most beloved sets ever made, including Dominaria, the set we came out with a few years ago. Right. So it made sense to come back. People like that set so much. It was just a perfect place to return to for this momentous time in Magic's history. Yeah, I mean, Magic has been growing so much, and it gets new players and fans all the time. So I think a lot of them are going to experience Dominaria for the very first time on this original plane. Why is Dominaria so special to Magic's history? I mean, it's the nexus of the multiverse. Many of our best stories belong there. So you think about, one of my first cards, Shiv and Dragon, from Shiv, Talaria, Urborg. We've got the Mana Rig, the Weatherlight, all kommt sorts die of Wea- classic eine weitere characters. Weatherlight-Geschichte. Gerard, Sisay, Hannah. Iconic heroes go hand in hand with all of these amazing settings and set pieces, along with some historic villains, and you'll see more of them too. There's history in every corner of Dominaria, and it felt right to return there as Magic turns 30. Right. It's nice. Well, now, you mentioned like the Weatherlight Saga. This place just isn't special because of where it is, but like it's almost also very much where the people live, where they're from. Indeed.
Thank you for the Segue. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? That's why our final set of 2022 takes us back in time to the pivotal tale of two siblings who shaped the multiverse. Oh, me and Joe. Bam. New cards. I think you Mishra, guys might be a Urza? little bit nicer than these fellas, but we are proud to announce the Brothers War. All right, so this is a set that's almost 30 years in the making and thousands what? of years in the making. Okay, so, this is all vierte Set. So who are these two brothers? Well, they're two of the most famous names in all of Magic. You've seen them on many of your cards, Urza and Mishra. They're talented, misguided artificers. Werden die jetzt wieder belebt oder ist das quasi eine Geschichte in der Vergangenheit? Weil eigentlich sind die ja beide tot, schon sehr lange Their Zeit. feud manages to engulf Dominaria in an all-out war, and they may, in fact, just destroy that entire plane. Right, so this is a story that was hinted at a long time ago in one of the very first Magic sets we ever made, Antiquities. And that set was kind of an archaeological dig site where this story Holy shit. was unearthed. Right. But we wanted to move the camera back and show it as it happened. So first person Okay, view also of es ist what the Zeitreise, brothers es ist were like. nicht- What were Urza and Mishra like when they were waging war across all of Dominaria? Wow, that's so exciting. Yeah, these events are like truly Mishra's Bubble cataclysmic. reprint They wäre mal wieder geil. really shape what we see the Dominaria of today looking like. But when we came back here, we wanted to make sure that we were not just focusing on the brothers, but we were giving other voices, cultures of Dominaria that maybe haven't been shown off a whole bunch of the spotlight. So at the core, the events don't change, but we're kind of broadening the aperture of how we're looking at this time period for Dominaria and seeing it through a new lens. Okay, but it's cool if we're just like brand new to this famous story. Oh yeah, absolutely. First and foremost, this will ja is immer a noch set das, full of like The Brothers epic War Buch war and mir noch war kaufen und machines, lesen. right? Giant Steht seit sehr langer artifacts, Zeit auf meiner artifact Einkaufsliste. creatures. All right. Just really fun cards to play with, very evocative. Yeah, and at the end of the day, you learn all about the brothers and the Brothers War and everything that kind of shaped Magic and everything that has come since. Wow. So that all comes out in the last half of 2022. Nice. We got Kamigawa, Neon Dynasty, Streets of New Capenna, Dominaria United, and the Brothers War? I mean, what a roster for 2022. Yeah, what a roster we've had on set. I mean, Aaron, Jess, it's been so great having you on the show today. Thank you so much. Thanks, it's been awesome. Yeah, this has been amazing. We're so excited for all of these sets. Okay. Hier haben wir es quasi nochmal. Aber sie machen kein Doppelset mehr draus. Es gibt dann nur noch Dominaria United and the Brothers War, die aber keine gemeinsame Story oder sowas haben. Oder keine gemeinsame Identität. So scheint es We're working zumindest. with Ultra Pro, the leading manufacturer and supplier of gaming collectibles accessories, with some exciting products to come, starting with the Mochi Kami dice bag. Mochi Kami are a new addition to the multiverse found in Kamigawa Neon Dynasty. These adorable plush friends Also are kleiner designed to Würfelsack store your treasures anscheinend. and travel with you as you game by clipping onto your bag with the included carabiner hook. They're made with extra squish for maximum huggability. We've also got the Stitched Edge playmat, which embodies the spirit of Kamigawa das ist cool. Neon Dynasty. Das sieht Take a ziemlich look nice into the aus. neon future, where brilliant colors and lore collide to offer a hint at what this set has in store for players. These products will launch alongside an entire line of accessories for Kamigawa Neon Dynasty pre-release weekends. Be sure to check it out. Wobei ich nicht sagen würde, dass Ultra Pro gerade leadet, was Supply angeht für Magic. Aber das ist ja besides All the right, point. everyone, we hope you've had a fantastic time watching Das Magic war's schon. Showcase 2021. And we also hope that you're excited about the Das ging ja 2022 flott. that's going to unfold right across the multiverse. On Magic Online, On Magic Arena, on the page, in the boosters, at the kitchen table, and Spell Table, at your local game stores, and On on Netflix. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der Trailer. Okay, Daniel, today is the day that we Die get our die very Russo first Brothers glimpse sind ja at the draußen, Magic animated series on Netflix. I cannot believe this day is finally here. I'm very excited. So where to start? First of all, this new Magic the Gathering animated series, it is Moin, moin. completely new, a completely fresh jumping on point, so you can bring your friends, bring your family who have never touched a Magic card in their lives, and they will be able to enjoy the ride from episode 1. Fantastic. Is there anything you can tell us about the
series, how it's progressing, a timeline maybe for the fans? Well, I can tell you a lot of things, but let's see here. It's coming along great. It's crazy how far in we are, yet how far there still is to go. Right. Let's see here. All the scripts are written and locked in. All of the voice talent has been cast, and I think the full first season's even been audio recorded. Wow. So we're pretty deep in. Okay. Gideon is actually the heart of the story. He'll play a really, really big role in driving the action. This is character-first entertainment, so this is not like, oh, we have to destroy 20 life gems in order to win the day. Right. This kind of features on the characters, their relationships, and their trials. And we'll actually get to start seeing that in a prequel novel that we're working on with our partners at Penguin Random House. Oh, wow. This is like the third novel that Gideon's been featured in, Yeah, right? definitely. Oh my goodness, Right. you are up on your magic novels. So what's the story then? So it precedes the Netflix show, and it's going to tell the story of Gideon Jura and Jace Beleren. Basically, how they met. We'll get to see them road trip through the multiverse, right some wrongs, and then eventually we'll also see sort of where their relationship goes sour. I see. We got Gideon, we got Jay. So any more familiar faces? Aber das ist komisch. Ich habe ja Tell eben you, noch you might have gedacht, to watch the series for that. Okay, well then we need to know, when are we going to be able to see this for the first time? Well, the novel is going to come out alongside the first season of Magic the Gathering, the animated series. Okay, all right. Okay, aber es ist well, eine animated Gideon series is a auf big jeden part Fall. of this novel, then I'm assuming he's just going to be a huge part of the series as well, like you said. Absolutely, we will see quite a bit of him, which is super exciting because, when I started at Wizards about 3.5 years ago, Gideon was one of the first characters that I got to dig into and figure out, not just, what does this guy look like, as we move from, trading card paintings but into animation, but like, how does he move? How does he speak? What does it look like when he casts spells? When he uses his hieromantic powers? What does a Searle look like? Sieht in ziemlich motion? chat-mäßig There was aus. an afternoon actually where a couple of us from the Richtiges franchise Chat-Face. team locked ourselves in a conference room and just watched every YouTube video we could find on Searles, because it's like, who knows what a Searle moves like? And Right, so we got to kind of right. figure out, what is a Searle, how does it move, and how do you fantasy that up in a really cool way for this Netflix show? All right, well, let's meet the actor bringing Gideon to life. Greetings, Magic fans. I'm Brandon Routh, and I play Gideon in the upcoming Magic the Gathering animated series, coming to Netflix in 2022. For those of you that don't know, Gideon is known for being the strong guy who always stands up for what's right, just, and isn't afraid to fight. Now I understand why they hired me for this. Makes sense. But seriously, I am really excited about this show and really proud and honored to be a part of it. I'm a huge Magic fan. I've been playing since I was 16. I've played many drafts over the years. Also ich kenne den Schauspieler jetzt nicht direkt, And have too many cards, aber ich meine, er wirkt more than I sympathisch. should. And also got to do a Ich voice kenne jetzt aber auch in keinen wirklichen, Magic MTG Arena as a different character. So I love this world. aber ich and könnte jetzt I'm wirklich keinen very Film nennen, excited wo to be er da part of this animated irgendwie series. mitgespielt hat oder so. Hope you all will enjoy it in 2022. Superman? Thanks, Magic fans. And Das ist Superman? I'll see Oder you so eine around the TV-Serie, oder? Wow, a message from Gideon himself. Awesome. So when can we expect to see this on our screens? So the show will be available on Netflix in the back half of 2022. Okay, all right, okay. And I'm sure you'll keep us Also posted on all the Ende- details and whatnot. For sure. All right. Awesome. Well, this has been so much Ende fun. And thank you to 2022. Joe as well for joining me here on the couch. You know, I got you, man. Hoffentlich wird sie Big gut. shout out. Hoffentlich wird It sie was gut. so crazy cool to hear about the Magic Animated series. So thank you, Danny, for all that info. Thank you for having me. Well, the show ist auf der anderen has Seite been das from the return of ist die in-store schwarze- play das to schwarze Tor. Jumpstart 2022, Unfinity to Universes Beyond, and from Kamigawa Neon Dynasty to the Brothers War. Thanks to the fine folks at Wizards of the Coast and to you, fans of the best game in the world. They make the Magic gather. Together, Magic in 2022 is going to be amazing. So until next time, I'm your host, Jimmy Wong. Ja, See ya. das Herr der Ringe-Set, wenn jetzt nichts mehr kommt, kann ich auch das ein bisschen leiser machen. Das das Herr der Ringe-Set, das soll modern legal sein und halt eben nächstes Jahr kommen. Also so eine Art Modern Horizons 3 quasi. So habe ich es zumindest verstanden. Okay. Also es läuft noch die Aftershow. Die können wir mal noch, also ich glaube, dass sie, ups.
da hat sich wohl technisch ein Problem gerade fabriziert. Also ich lasse es mal noch an, sollte noch was kommen. Aber wir können ja schon mal. Okay, jetzt sind sie, glaube ich, offline. Wir lassen es einfach mal offen und wir können einfach mal gucken, was passiert. Also, soweit wie ich das verstanden habe, haben wir Pioneer Challenger Decks, Dungeons and Dragons Commander Legends, Jumpstart 2022, Double Masters 2022, ein neues Unset, was Infinity heißt und Shockland Reprints bringt, neben Full Art Basic Lands. Dann eine ganze Menge Secret Airdrops. Universes Beyond wird uns Warhammer 40k Commander Decks bringen. Lord of the Rings bekommt ein Booster-Set, was modern legal sein wird. Und so auch auf Arena erscheinen wird. Das heißt Tales of Middle-earth. Dann Secret Airdrops gibt es von Fortnite, Street Fighter, eine Mega-Drop mit unter anderem Old Border Planeswalker, Kamigawa Sets, 2 Art Series und noch so ein Maths for Blockers Gedöns. Die Standard-Sets für nächstes Jahr ist Kamigawa, Neon Destiny, Streets of New Capenna, Dominaria United and The Brothers War. Und ja, das scheint so das Programm zu sein, was da so kommt. Aber crazy, das ist echt eine ganze Menge, muss ich sagen. Wir hören mal kurz ins Weekly MTG rein, was direkt danach kommt. So excited to be here, so excited to talk about everything we just watched. What a thrilling, absolutely amazing video. So much stuff. Vielleicht wird ja hier noch ein bisschen was aufgeklärt, was Fragen angeht. Also again, in case you missed something. But the point of this show is really to maybe answer some questions, check in, and let you know maybe a few extra details that maybe didn't quite make the video. Ja, wirklich eine Menge Input. Also das steht außer Frage. Das ist wirklich eine ganze Menge Input. Articles that breaks down a lot of what we just announced. But you know, there are always questions that, you know, maybe we didn't think of or just, you know, aber ich glaube, hier wird es nochmal besser zusammengefasst als bei der Put them in chat. I already see, als was ebenso in der Show quasi war. Allein wenn ich unten schon die Leiste sehe. Bunch of stuff that we'll get through, so I'll try to answer your questions. Move my mic closer. All right, we'll work on that. But let's get started. So we are going to start by talking about what is still to come in 2021, and we are going to start with Midnight Hunt. So Innistrad Midnight Hunt. Vielleicht kommt ja jetzt was zu den Boxtoppern. Starting previews on the 2nd. So that is coming up fast. We'll have our debut September 2nd in the morning. The dark is approaching quickly. It's the first of our fall sets taking place on Innistrad. And we're using the tagline, "Come with your fear," but really it is all about werewolves. It focuses on the Harvesttide Festival, and you're not going to want to miss part 1 of our Innistrad series. Harless, what comes after Midnight Hunt? Well, after the howling good time, that's going to be Midnight Hunt, we are going to be staying on Innistrad for Crimson Vow in November. This set's going to bring us the beauty, extravagance, and opulence you'd expect of a vampire wedding featuring no less than Olivia Valderin herself. Keep an eye out for more details to come in the spooky season in October, of course. And that's actually not all for Innistrad. Like, can you tell us about Double Feature? Yeah, Double Feature. We've already seen a couple questions about this because it's a unique product. It's something we really haven't done. Ach, es ist ein neues Produkt tatsächlich. The Okay. Innistrad Double Feature. It's coming to WPN stores in early 2022. It's a unique draft experience that mashes together both Midnight Hunt and Crimson Vow into one draftable set. So I saw one question earlier from the folks over at Star City Games asking, is it going to be a unique pack, kind of like the old Mirren Phyrexian packs, or is it just a normal pack of Midnight Hunt Crimson Vow? No, it is its own draftable pack that is unique to Double Feature. It's got a lot of cool things going on in it, so definitely check that out. Ist halt die Frage, ob es sich dann überhaupt lohnt, normale We've also Boxen got zu kaufen. a couple additional products left in 2021. What else is coming, Harless?
That's right. So the first one I want to talk about is Commander Collection Black. So this one is, of course, a black focus. It's going to have 8 cards with some kein Damnation legend-focused drin, art, which is new, interessanterweise. and a lot of character Dafür homages. Toxic Deluge. These are ja. going to be available in foil. They're going to be available in non-foil at your local game store. The foil version is a WPN Premium exclusive, and these are English only. Ja, And it'll be das releasing really krass mit dem soon. Herr der So Ringe Modern Legales this is going to Set. include Also, Liliana, vielleicht wird das gleich mal Healer, klargestellt, dass es ein Dual-Colored Eternal Ophidio Format Mancer. legal ist und nicht Modern, aber Theomancer, es klang by the wirklich nach way, Modern legal. Yes, the token for the first time is actually coming in this set. We are finally getting the snake token. Wow, that's really exciting. It's also going to feature Phyrexian Arena, Reanimate, Toxic Deluge, Soul Ring, and Command Tower. And then that's just one. Next up, we've got Pioneer Challenger decks 2021. Yay! And these are really meant to be a great Sehr onboarding gut. tool for the Pioneer format. And they're based on some top-level competitive decks. There's Ich going habe to auf be jeden Fall 4 Bock decks auf here. You can see them on the Lotus Field screen. Combo. There's a white-blue, a Den white-black, Rest habe a ich red, gleich and schon. a black-green-blue. And then, in addition, we also have standard Challenger decks coming out in Ah, ja. 2022 as well. And these are going to provide players with a really easy gateway into the standard format. There's going to be deck themes. The deck themes are based on those top-level competitive decks as well. And, enough about products, Blake. Let's talk about play a little bit. What can you tell us Also es gibt about auch zu Store den Pioneer Championship? Decks nochmal Standard there's Challenger a ton of Decks. questions about organized play in Das ist the krass. gesture over here as if people know what my Weil wir hatten ja auch status gerade eben erst Challenger This Decks. is the direction chat is in for me. And so I do want to talk about store championships, which are a really cool program. Okay, jetzt kommt. First, let's talk about a lot of the questions that we're getting around OP. We're getting questions like GPs when are we going to do big, pro level events again? So here's the strategy that the play team is working on, because we are still in the middle of a global pandemic. And while we are all excited about return to play, large events like GPs, like Pro Tour events, involve several things that are just no-goes right now, like international or long-distance travel. Some countries you still can't travel to and from. They also include being indoors with a lot of strangers in close proximity for a very long period of time. You can do a lot of different safety measures, but even the smallest GPs that we were running were around 1,000 people. So the strategy for the play team right now is to basically start small and then build out from there. So that's why today what you saw were several store level programs, because we're building out the store level, and we'll get progressively bigger and bigger and bigger as it becomes safer and safer to gather in groups. So right now we've got stuff like the store championships. And the store championships, so as stores are opening up, so stores are open in a number of places, we wanted to give them something to get started again. And so basically the store championship is, if you were familiar with the old store championships, it's similar. We're updating the tournament series a bit, and we're giving a little bit more bling to people who play in these events. Unter anderem eine promos. Worm Coil So let me Engine. put promos up on the screen because they're really cool. They are cool. I am really They excited are about these. cool. Yeah. Ich mag auch Collected Company sehr. So Arbor Elf is the participation promo. Collected Company is the top 8 promo, and Worm Coil Engine is the promo for the winner. And what this doesn't show is that your store name will be etched on here when these actually arrive in hands. Wow, that is really cool. I mean, our stores are so important. They're such a Premium huge part stores, of by the what makes way. Magic so special. Nur So Premium doing this for Stores. them So unten is really links awesome. in I'm so der- im excited Sternchen to see these. I'm angekommen. so excited to go and participate. Get my participation promo. I will not be winning the promo, Blake. Also gilt nur für WPN Premium Now, Stores. one other event that you could do well in, the commander parties. Can you tell us a little bit about those while I attempt to fix my microphone? I would love to talk about commander parties. I'm really, really excited about this one. So as you learned in the video, our play programs are growing to provide options for more types of players. And this October, we're rolling out a new program called Commander Parties, specifically for commander players. This is going to be a WPN premium only event that involves storytelling.
And it's really a new way to experience Magic Premium in a game Stores sind store. And quasi we're really hopeful it's going to bring in nochmal, some new also types of players die to participate. Premium-Version It's von einem normalen gonna Local be a Game fun Store. time, for Die sure. musst du quasi, also du kannst den Laden nachfragen, ob sie Premium-Stores sind, aber de facto müssen sie ein paar Sachen quasi bestätigt haben, wie And qualitativ Blake is fixing his microphone, everyone. hochwertige Umgebung, und die bekommen zusätzliche Boni von Wizards of the Coasts. Aber das heißt, dass nicht jeder Local Game Store diese Promos haben wird und auch nicht jeder Local Game Store This was diesen giving Stamp everyone ample time bekommt. to read these awesome cards. Und deswegen, sie hat ja jetzt auch gerade noch gesagt, dass auch Commander-Partys And check out this werden awesome art. I also want to make the note that if as we Werden go nur für through Premium this Stores as we angeboten. like go through Was ich all of this nicht cool today, finde. the Also- artist names are on all of the full art. So you know, if you like the art, go check them out. Also ich kann zum Beispiel sagen, in Berlin gibt es halt 2, aber ich weiß nicht, wie die Verteilung sonst in Deutschland ist. Aber vielleicht wäre das halt auch was, wo man dann sagt, okay, in Deutschland würde man für so eine Store Championship dann auch in eine größere Stadt ziehen. Es sind schon ein paar coole Sachen dabei, auf jeden Fall, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man sagt so, what the fuck, sie haben jetzt alles umgeworfen. Also You sound very far away, Blake. ich bin mal gespannt, wie die Store Championships aussehen. Sure. So the next thing that we are going to talk about is Commander Legends. Battle for Baldur's Gate, Commander So Legends. Commander Legends, Interessant. Battle for Baldur's Weiß ich Gate. nicht, ob ich das so cool finde. This is going to bring Commander Legends war ja auch cool, D&D weil es to halt auch ein paar Commander Reprints to bring gebracht hat, social oder? gameplay together in a brand new set centered around the city of Baldur's Gate, of course. This is going to include some iconic characters, monsters, spells, some wondrous items, and storied locations from D&D are going to come to life in a resonant top-down Magic set. There are new legends, there are new commander mechanics, there's booster fun, there's commander draft, and this one's going to release in Q2 of 2022. Heißt Booster Fund, dass es wieder Collectors Booster und Set Booster geben wird? Vermutlich schon. Wahrscheinlich die komplette And then after- Booster-Bandbreite. Aber mehr Dungeons and Dragons Karten. Hey, y'all, we'll be right back as soon as we fix some quick audio issues. Okay. Blake muss kurz sein Mikrofon abändern. Geht hier gleich weiter. Aber es gibt uns ja aber kurz die Möglichkeit, mal ein bisschen durchzuatmen. Die Store Championships finde ich halt als Konzept eine coole Idee. Ich bin mal gespannt, wie es halt sein wird mit, wie groß die im Endeffekt sein werden. Weil, wenn es jetzt einfach nur ein größeres FNM ist, wo es halt besondere Promos gibt, dann bin ich, glaube ich, nicht so abgeholt. Aber ich glaube schon, dass es halt so ein 50-Plus-Event sein könnte. Und ich hoffe halt, die Championships, die finden regelmäßiger statt. Also so, dass man jetzt nicht sagt, so einmal in einem halben Jahr gibt es so einen Freitag, wo man nicht FNM gespielt wird, sondern halt eine Store Championship. Und vor allen Dingen die Formate, da bin ich halt auch gespannt drauf. Ob das quasi den Stores freilegt, ob sie jetzt Modern, Standard, Draft oder Pioneer anbieten oder ob sie gesagt haben, so hey, nein, also ihr müsst Draft und Standard anbieten als Turnierformat. Und ja, ich meine, sie haben ja auch gesagt, dass größere Events, so Grand Prix und so weiter, dass die so von innen nach außen arbeiten würden, solange wir halt noch in der Pandemie sind. Und wir sind halt leider noch in der Pandemie. Das heißt also, sie würden dann anfangen, wahrscheinlich nationale Events nochmal starten zu lassen und dann irgendwann Grand Prix. Sorry everyone, thanks for sticking with us. Hopefully that Aber ja, is bin mal gespannt, was dabei louder kommt. Immerhin haben sie and irgendwas actually gesagt. Das ist ja working schon mal right now. ein bisschen Please was. let us know if it's not. But again, we're going to be watching Twitch chat for your questions and for you telling me that my microphone's not working. But let's jump back into it. Thank you. Okay. Chat says it's working better. Thank goodness. Let's jump back in. I'm going to keep writing down your questions. Let's keep talking. Let's keep hanging out. All right. Well, if you don't mind, Blake, I'm going to take us into Jumpstart 2022. Please do. Jump on in. Oh boy, All right, Jumpstart. I will jump into Jumpstart. Oh, don't give me a pun, Blake. I will follow that all the way down. I'm feeling punchy Find ich now. cool, That dass es microphone wieder thing just threw everything off. Everything's out the window. Let's go. Yay, I could Let's pun go. now. Let's do this.
Awesome. All right. So, Jumpstart 2022. This is going to be so fun. It's the easiest way to combine the best parts Cooles of Logo. limited and constructed. And it's a really great way to just start playing Magic right away if you're new. You get 20 card boosters in 46 different themes, and there's always a new combo to discover and a new deck to explore. There is booster fun with an anime card in every packet, at least one new card in every packet. Excuse me. There's 51 new cards. There's 51 neue rares Karten, okay. galore. It's endlessly replayable. I mean, I could just honestly go on and on about Jumpstart. It is really amazing. Yeah. Jumpstart, keep in mind also eine that Jumpstart Anime-Karte, Historic ne? Horizons, if you want a little taste Jumpstart action, is starting this Thursday in just 2 days. Also, in our line of products with 2022 in their name, we've got Double Masters 2022, because how could we not release a Double Masters in 2022? Of course, the next one will be ist coming in ein 22, legitimer Punkt. but stay tuned for that 200 years Double, from now. double. In Masters, the Masters. meantime, yeah, this is everything that you loved about the first Double Masters. It's double the rares, double the foils, all kinds of sweet reprints. It's coming in Q3 of 2022. It's got draft and collector boosters. There's more booster fun. I'm excited for it, especially because of all the two puns. I'm not a huge pun fan, but Double Masters 2022, there's too many twos. And I'm excited There's to see. too many puns. There's too Blake? many puns. It's never gonna end. It's never gonna end. Jump in on it, chat. Not that way. But all right. What do we have next? What else do we have in the fun spectrum, Harless? Oh, well, the most fun. Only the most fun thing ever. Fun. In my humble opinion, one of the most fun things is Infinity, right? Like, Da finde ich stark, dass sie if the- Shocklands like, reprinten. Magic ist Space Carnival. cool. Like, what Warum else do I nicht? even need to say? Laughter, thrills, retro futuristic. Like, we're in space, y'all. This is Magic's fourth unset. It's filled with funny and fun new cards. And like I said, that retro space carnival Booster setting. Set? I'm just going to repeat that. Retro space Ja, carnival. muss ja eigentlich. How ne? cool. How fun. This is a unique limited experience in a more Yeah. casual, fun, and funny atmosphere than regular old Limited heißt Magic. für mich Draft. You get fun creatures, planeswalkers, and spells that are going to make a great addition to your commander decks and your anything goes decks. And there's going to be both returning and new mechanics with the set. And my goodness, just look at that art. If you are a fan, I promise you can find at least one Easter egg in this amazing piece. Just one? Just one? Only if you're a real fan, you'll find more than one. Fair enough. We'll stick here And, for a sec, just because. Oh, go ahead. Yeah. Oh no, go for it. Oh, I have something on Double Masters 2022. So just because we had a couple Ooh. questions, and we're here. We might as well. We had one question: is Double Masters modern legal? So the master sets do not change legality. So whatever the card is originally printed in is Yeah. where it will be legal. And can you pull two mythics in one pack? Yes, you can. You can pull two rares. You can pull a rare and a mythic. Das war ja ein two riesengroßes mythics. Thema, ne? Dass All man keine that's on zwei the Mythics table, aus dem so. Booster ziehen konnte. It's just Yeah. too much fun. Too much fun. Yeah. Blake's gonna many kick two me off, y'all. puns. Let's. You know what? I told you I'm punchy after the microphone thing. It's all fair game. Puns for everyone. But you know what? Let's move to 2 squared. Now that was bad. That was really bad. We're gonna move on to talking about Warhammer 40,000 commander decks. So we showed off some of the fantastic Okay. art that we have lined up for. Ich hoffe, sie this bringen noch mal einen set. Artikel dazu, It zu den ganzen is a Ankündigungen. series of Aber machen sie commander eigentlich decks, as we standardmäßig said schon. before. I did see some confusion in chat earlier about what the expression is of each of these, so what products you can be. So I want to be pretty clear on these. Warhammer 40,000 is specifically going to be commander decks, so look for those. Ja. Now, the one I'm most excited about, Harless, what do we have next? Oh my gosh, y'all. I am so, like, I can't contain the excitement in my body. Modern Horizons about 3, Lord of the everyone. Rings, Tales of Middle-earth. We are going to see Gandalf. We're going to see Gollum. We're going to see Frodo. And so many more characters, all as part of the booster release in 2023 that will immerse you in Middle-earth. And, this was just
huge for us to work on. You know, we really sought to capture the vast richness of Tolkien's work and his world, his stories. And of course, the only way we can do that is with an entire set. There's so much here. You get to battle for the One Ring with Aragorn. You can ride with Nazgul, scheme with Saruman, or journey into Mount Doom. So, Blake, we just announced this is modern legal. Can you tell us about that? Yeah, and that's also happens to be the most popular question in chat right now. So yeah, let's dig into that a little bit. Yeah. So I also want to clarify, since it is coming to Arena, it is both modern and historic legal. Modern legality doesn't always necessarily mean historic legal, but in this case, the set is also going to be historic legal. So the question is, you know, why make this modern legal? And therefore, the other universes beyond, we have made them typically what we call eternal legals, which is Commander, Legacy, and Vintage. And we decided to expand that for Lord of the Rings, Tales of Middle-earth for a number of reasons. First of all, Lord of the Rings it's just such a spectacular match with the magic aesthetic. So many fantasy tropes, like Gandalf is the wizened wizard. Like we have those in Magic. Sauron is the ultimate evil. We have, you know, Sauron-like characters, and the Fellowship of the Ring is the prototypical adventuring party. Ragavan, Frodo, So it's such a That's where we get our bards. Blue White Gandalf. Exactly. So it's such a tight fit with Magic and such an amazing fit that we knew we had to do a lot with it. And so that's when we started building out this whole product lineup. And along the way, we took really great care to create new art that captures the essence of the characters, the locations, Das Ding ist, stories. dieses ganze Artwork und die ganze Übersetzung in Magic ist ja schön und gut, aber das ist halt... The visual effects, colorful competition. Das ist großartig. Das ist First Class found in a lot of Magic Arbeit worlds. auf jeden Fall. And so we were really excited about this set, and we started talking about it. And we knew that the size of this set, the iconic nature of this story, so many players are going to want to play with this. And so the set's not going to be standard legal. That's something we've set aside for Universes Beyond. But making it modern and historic legal, it provides the greatest opportunity for the most people to experience this world while still keeping standard as kind of its own space. I will emphasize this set it's modern legal, but it's not focused on modern. So it's not like a Modern Horizons set in Middle Earth. Mm-hmm. This is a unique set on its own. We wanted to make it modern legal so that players could play it if they wanted. And but again, it's not focused on modern. This is, again, not a Modern Horizons. Boy. But we are really excited about this set. It's, you know, J.R.R. Tolkien created this world that is immense and magical and just fits with everything we're doing. And so we're excited besteht die Tendenz jetzt, Legacy, Commander, Vintage und Modern jetzt in einen Hut zu werfen. And I mean, just not to keep und das halt staying on Middle Earth for too long, but I mean, the art in the set is, I mean, it's insane. Like the Gandalf image I could stare at all day. Can I just make that my wall behind me? It's so good. I mean, you can. We have access to that. You can do we that. have the technology. Awesome. All right. And so now, let's, Harless, why don't you tell us, so we've got two other Universes Beyond products we talked about, and these two are secret layers. So why don't you tell us about the first of them? Okay, so the first of the two is jetzt going to be Fortnite. Jetzt wird's schmerzhaft. So we're partnering with Fortnite Jetzt wird's for richtig two schmerzhaft. special Universes Beyond secret lair drops in 22, depicting iconic Fortnite in-game locations and characters. So these cards are all going to be reprints imagined in the world of Fortnite. So essentially, really fun reprints with new skins. What's not to love? Both are going to be available in non-foil and traditional foil through secretlair.wizards.com. And I think we got another one next, Blake, that I personally am so excited about. We have so many Street Fighter fans in the building, including we have a couple on the community. Street Fighter, keine Ahnung. And es passt auch nicht besser als Fortnite. We worked real hard to capture the feeling of these legendary Street Fighter characters. And the art we showed off for Chun-Li, I have not seen an internal reaction to art
like this for a really long time. Fortnite wird Reprints auf jeden Fall. Especially among Street Fighter fans. And the best part, and everyone got this, whether you were a Street Fighter fan or not, is that this card has multi-kicker, which is it's just perfect. It's so perfect. It's perfect. Das ist wirklich nice. It's perfect, and this, it's so good. I'm sorry, Blake. I don't mean to excitement to interrupt you, but just this art. Excitement it's like, interrupt away. It's so good, and yes, multi-kicker on Chun-Li. I mean, my goodness, like, does it get better? It does. There's more. Ja, Marvel ist nicht weit weg, now, muss man these sagen. are Es ist halt going mehr, to ob be Marvel mit mechanically Wizards of the unique. Coast arbeiten möchte. Just a reminder, we did announce a while ago that mechanically Street Fighter werden neue secret Karten layers sein. would have Magic versions of them created and inserted into the list about 6 months after they come out. Also so, wie if Street Fighter is not your thing, the cool cards will still come out later. Wie Stranger Things. But it's really cool. If you like Street Fighter or fighting games at all, like this secret layer is going to be for you. And it's going to be available in non-foil and traditional foil through secretlayer.wizards.com when we get there. Now let's move on, like the real like meat of the announcement, the premiere sets for next year. Jesus. So I know, Harless, based on your background and the whole aesthetic you're going for, I know you're excited for this set. Just a little bit. Yes. Kamigawa, Neon Dynasty. Neon everywhere. Magic everywhere. The future of Kamigawa. This set is incredible. It features an optimistic future setting. And if you're a fan of Kamigawa, you'll find plenty of homages to the set you know and love. Ich muss sagen, ich And, mag die you Welt, know, glaube ich, this auch was schon. Really an important set Auf to den get jemand die right for Secret Layer us. foilt. Since Also, so many ich people love habe the noch nie in original meinem Leben eine Secret Layer Kamigawa. gekauft. This world is so rich. We worked with many talented folks Aber, internally. We also ich also habe worked with cultural Mittelmäßiges developers über die externally Foils to make gehört sure we did our due bisher. diligence in delivering on the full experience of Kamigawa for our fans. And this one's going to be releasing in Q1 of 2022. And again, look at that art. My goodness. If you don't want to Also das wird das just go nächste to Set. there, I Kamigawa don't know wird how das to help nächste you. Set nach Release. Yeah, and I do want to clarify something. We saw a couple comments on it on Twitter and in chat. We said that Kamigawa has all new gameplay mechanics. That does not mean we're not going to revisit some mechanics. It doesn't mean like every mechanic in the set is new. So I Dieser just want to make sure Neon-Stil, der that's ist clear ziemlich because there are cool. some mechanics from the original Kamigawa that are beloved, and they might be coming back. We'll see. Who knows? Not us. Who knows? Well, some of us do. Next up, I love the. Okay, we're going from like futuristic. Everything's like neon. It's got this really cool Das aesthetic. nächste to, weiß ich nicht so ganz. you know, kind of a blast from the past. So with Streets of New Capenna, which is a take on like old gangster movies. It's got that 1920s feeling, but really this is, you know, it brings us to another type of setting we've never explored before, which is this gritty sort of film noir sort of deal. It's a city that's built by angels, but now Ja, so ruled krass by würde ich es nicht nennen, demon aber crime families. It's also, as we said in the video, ja, wobei, also es sieht playing schon with a ganz lot of nice aus significance for irgendwie. Elspeth. Und Elspeth kommt wieder, also Yeah. So players will it's take on the role of something. one of the 5 crime families vying for power in the city. Das each hier, New quite a bit Capenna, erinnert mich halt different wirklich than an one another. erinnert mich we halt have our wirklich an 30th Ravnica, anniversary set. eine Harris, modernere where Version are von we going for Ravnica. our Und ich 30th find's okay. anniversary? Ich find's okay. Well, there's only one place we could go, or should go rather, which ich is glaube, jetzt kommt Dominaria, of course. Damit holt What man dann better nochmal die place to kick normalen our oder die kick off bisherigen our Magic-Fans wieder 30th mit ab. anniversary of Klassische Magic then Fantasy. with Dominaria, the plane that means so much to Magic and to our fans. Dominaria is where it all began. It's where our story really kicks into high gear. There's so much history in this plane. So, of course, it felt right to go back there as we begin to celebrate Magic turning 30. And, you know, Dominaria is really high fantasy. We talked about Middle Earth being high fantasy. So is Dominaria, right? Like, this is one of our quintessential high fantasy planes. It's going to feel familiar to longtime players of the game. And you're going to see some newness as well, as you can see here. And this I is don't going to know be what that releasing thing is, but I bet it hoses Tron. I'm just guessing. I don't know what that card is. Probably hoses Tron. Can we talk about the trees below for scale? Like, this Yeah, thing is the scale trees massive. at There's the a bottom. river
There's a river that looks like a brush, like a singular brush stroke, right? Ja, That's how big this Dominaria thing wird, is. glaube ich, ein ganz It's guter gonna be Banger cool. It's gonna werden. be great. And that's not the only revisit that's happening. No, we are going way back in time, kind of. We'll explain the mechanics of the Brothers War when we get there, but it's on Dominaria, but the Dominaria Das we hat halt once knew. Potenzial, So ein paar it wirklich is coole revisiting the Reprints zu story bringen. of the two Ich hoffe quite auf coole misguided. Reprints. Misguided is like a really nice way to put it. Like Urza and Mishra, just kind of misguided. They had some issues, but you know what? Their battle engulfed Dominaria, and it really set off so much of the story that we all know and love. So we are going to explore the key events of the Brothers' War, but we're doing it through other voices, lands, and people. The victims, the perpetrators of the war. So we're not looking at it from Urza and Mishra's perspective. We're looking at it from the perspective Ja, of es ist the reserved. other Es wird people wahrscheinlich auch who nicht fought in this, so who reprintet died in werden. this, and who Aber hey, tried sowas to make the wie world a better die place. Babel, So, die Mishras Babel, it's also wär just going to be cool a zu set haben. that's Und ich filled glaube, with es wäre giant nicht robots, broken epic in war machines, Standard. and just, Woohoo. you know, yeah, legendary battle, Brothers War. I'm excited for this. It, you know, if you're familiar with any of the Brothers War story, God, I would love a reprint of the Jeff Grubb novel. Chat. That's Ja, habe ich eben auch gesagt. I'm Ich a hätte big fan gern of the das old Buch Magic books, nochmal. and if you want to catch up on your history for the Brothers War, that's a great place to do it, because we're revisiting the events. Nothing's being rewritten, but we are definitely looking at it through a different lens, we'll say. Yeah, we're gonna get some new perspectives on what happened, because, you know, a plane is a lot of people, not just We these also two. we know Urza's story. We know Urza's perspective. We know kind of Mishra's perspective. That was a little less, because, you know, there was a part where he was Mishra and then he wasn't Mishra, and it's a whole thing. You should look it up. Okay, so what we're gonna do now with the time we have left, Jetzt bin we've ich mal been gespannt, was für writing down Fragen Sie jetzt some nehmen. questions for chat. We're going to do a whole Q&A section now. So if you have questions, please put them in chat. There's a lot of you in here. I'm going to try to keep up. And we will answer what we can. Obviously, we packed a lot of information in today, so you're going to have a lot of questions. Some of this stuff is just going to come at a later date. We will get to what we can. So let's start with... I think we answered that. Sarah, we're getting, let's see. What is that? No. Okay. How about this? Harless, can you tell them do we have a period when standard rotation is happening next year? Ja, We wahrscheinlich have a period wieder when standard rotation is Yeah, happening. they're asking Q3 about when is next it year. happening with Dominaria United? Is it happening with Brothers War? Oh, good question. That I don't completely know the answer to. I know that we are refreshing it with... Oh, sorry, my screen just went completely blank. Okay, Ich glaube well, nicht. I'll tell you Also, what. wäre krass, wenn sie die No, Reserved-Liste mal okay. in Fokus nehmen We'll get the würden. answer to that, and we will either share it on social or we'll come back to it in this stream. As somebody pings me Ich with würde the es answer. feiern, wenn sie You Reserved-Listen know, we've noch gotten arbeiten some würden. questions about not supporting premium stores, because a lot of what we've talked about today is Okay. like, hey, we're doing this for WPN stores, for Wizards Premium, Wizards Play Network Premium stores. We do. A lot of what you've seen today are the exciting things that we make as sort of incentives to get to premium. Okay, and see, look at that. Someone got me the answer. It's rotating with Dominaria Oh, United. perfect. There we go. It's Dominaria United, everyone. I knew that. I didn't know Yep. that. Thanks, Alex. Let's see. Can I floss? That's the first question. Moment, I was see haben if Sie I jetzt start Can zur Blake floss? Premium-Geschichte Can I floss? Specifically? That's gesagt? a Fortnite dance. I know Do what it. it is as a father of three. Who are not of video game playing age. I'm pretty proud that I actually know what that is. Yeah.
Ich will gerade noch kurz hinhören, Beyond was cards going to be gefragt wird, und mechanically dann gehe ich unique? komplett So auf eure yeah, Kommentare let's noch go. ein. Let's go set by set, and we'll talk about that. So Warhammer 40,000 commander decks will have mechanically unique cards in it. Again, those cards will be available anywhere that Magic is sold. So that's not a secret layer or anything like that. That's like a normal commander release. Lord of the Rings, Tales of Middle Earth, yes, they will be mechanically unique. Again, that is a major booster release available everywhere. Fortnite will not be mechanically unique, so they will be reprints of Das existing wäre, stell dich cards mal vor, with es gäbe halt Fortnite art and aesthetics. and all that Fortnite jazz. Yep. And exklusive then mechanische Street Fighter einzigartige will be Karten. mechanically unique. It's a secret layer, but again, any secret layer that has mechanically unique cards in it, we've talked about. 6 months later, Magic versions of those will show up on the list. Wozu Right, dann so auch if for aber noch ein some Update reason, kommen if for some wird. crazy reason you don't want your multi-kicker to be Chun-Li, you will have another opportunity. I think, yeah, all multi-kicker cards should just be Chun-Li Should doing just be various Chun-Li. things at this Chun-Li point. mit Multikicker ist schon ganz nice auf jeden Fall. What about a new Pro Tour system? So I talked a little bit about this earlier, but the strategy for the play team is building small and building out due to the pandemic. So it's really hard for us to have a Pro Tour when people can't travel from every country. Right now. Well, it's not just country, Blake, and sorry to interrupt, but it's not just country, right? Like even within the US, like we all have, every state has different laws, every state has different levels of what's happening with them. And just the so number of people who can gather, yeah, exactly. So the strategy for the play team is to, like I said, to build small and build out from there. So there will be a new Pro Tour level like event series that will come at some point in time. But it's going to be a little bit yet, because again, we're still in the middle of the pandemic and we can't hold events that es ist nicht large. tot. So trying Es to wird noch predict that at this nicht point gesagt, is a bit of a wie moving es weitergeht. target. Wegen unter anderem And just, der be Pandemie. be careful, be safe, do what you feel is correct for you. And your stores will have up-to-date information on what they are doing in their particular store. It can change from store to store. Here's a great question. Sometimes we take it for granted, the knowledge level of how long people have been playing when they're asking us questions on these streams, but not, this was a big day, so even newer players are here, and this is a great question. Why is Dominaria the beginning of Magic? Yeah, like Arliss. I'm not Story time with the earliest Magic set. So in the beginning, Ooh, I like it. Dominaria Dad was storytime voice. Dad storytime voice. Dominaria was basically the only place we went for there were a couple planes in there, but Alpha, Beta, Unlimited, Revised, all of those set on Dominaria. Legends set on Dominaria. Arabian Nights was set in a plane called Rabaya, and I might have mispronounced that. And then Homelands Ich mach was mal set ein bisschen in a leiser, different um kurz auf plane, die and von so we had Cyborg these den kind of Kommentar one-off things, but einzugehen. generally speaking, up through Warte what mal, was ich muss es called hier, the glaube ich, mending, leiser machen. in Okay. Time Spiral, the set Time Spiral, we were on Dominaria constantly. We strayed here Okay. and there. Es geht immer noch um die Hintergrundgeschichte von Dominaria. Also ich nutze es gerade kurz, weil es ist ein interessanter Punkt, weil es kommen schon sehr viele andere Marken mit rein. Ich bin mit den Secret Lair Sachen eigentlich soweit zufrieden. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das finde, dass Lord of the Rings Modern legal ist. Sie sagen, dass es halt nicht für Modern designt ist, also kein Modern Horizons sein soll. Aber wie stark wird das Set? Das wird, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wie problematisch dieser Fakt sein wird. Right? Like even if you've never played the Magic set before, it feels familiar because of those fantasy tropes that we've all grown up with and seen in all of our favorite nerdy things that we love. Ja, also Kamigawa wird auf jeden Fall, glaube ich, auch ziemlich cool. Ich mag die ästhetische. Great question. When do previews start for Midnight Hunt? We said this earlier, but it's important for everyone. Do you know the answer to this, Arliss? I believe it's next week.
I Yeah, believe it's it next is. week. Ja, ich hoffe nur nicht in It's Mythic actually Slot. mine. It's really my job to excited. know this. It's not Hireless's job to know this. Yeah, September 2nd. So it's actually going to be September 2nd. Am is 2. going to be a September great gehen day Previews los to watch für Magic because we're going to Midnight kick things Hunt. off with the debut for Innistrad Midnight Hunt in the morning. I think if I'm doing this off the top of my head, but I believe 9 a.m. Pacific time, we will kick off the debut, and then that will immediately be followed by the MPL and Rivals Challenger Gauntlet, or sorry, the MPL and Rivals Es wird Gauntlet, wieder ein where Gauntlet players will geben be playing zum Ende for eines Worlds Standards. invites, for coming back to the MPL or Rivals next year. Das ist immer noch keine gute There's a Entscheidung, lot meiner on the Meinung line nach. for that event. That event might have some previews as well. But September 2nd is when previews are kicking off, and they're going to last through Ja, also September sich Herr der Ringe 10th, nicht, also with das the Herr der exception Ringe of wird the sich sehr Commander gut decks, verkaufen, glaube which ich will auch. be on September Ähm, 13th. Ich habe auch gar nichts gegen das Set an sich. I Ich finde am nur die really Entscheidung excited komisch, dass man es to halt modern legal macht. to learn more about Midnight Hunt and Crimson Vow. I just that classic gothic horror that Nee, Modern Horizons for 2 me, hat schon I love echt good, ein paar, like, a good ein quintessential paar coole horror neue theme, Karten. and Also I just allein die can't wait to see Affinity-Karten, ich meine jetzt nicht what Ursa's we're gonna Saga, come up with Enchantress-Karten, die sind schon ziemlich cool, muss man sagen. Das Set ist an sich nicht schlecht. back to back. So excited. Die It's gonna be Hits, great. also die Karten, die aber Did you guys sehr see teuer that sind, art of Olivia? That die sind was halt einfach pretty cool. zu teuer, meiner Meinung nach, und It zu was really krass cool. And für that set modern. has some of the best visuals that we've done in a very There it long is. time. Yeah. Yes. Ah, so good. Yeah. I myself am I'm a COVID bride. Well, sort of, I guess. I got engaged in 2019 and we still haven't gotten married yet. And so this set was like really funny for me because it was a little bit cathartic to work on. I was like, I'll just pretend it's that I'm throwing the vampire wedding. It'll be fantastic. There's a number of questions about seeing the Stranger Things cards. We're not quite ready to show them. They are coming soon, but we're not showing them just yet. But stay tuned. Stay tuned. We are actually going to show them off on weekly MTG as we get closer. So that will be our normal showtime Thursday at 2:30 Pacific time. All right, excuse me. Now that my mic works, I cough right into it. I'm trying to go through a lot. So I'm reading a bunch of your questions, and I see there's a ton of them. They're great questions. Thank you. I'm making sure that I'm getting to ones that I know I can answer. And that are relevant. There are a lot of questions about, there are a lot of questions about being able to play Arena right now. Arena's going through downtime. There's some back end stuff happening today. It's actually a pretty big day for the team. So it'll be up, I think later this Das ist der Vorbereitungspatch für für Historic Horizons for gerade. updates on that. Deswegen ist Arena gerade down. Yeah. And shout out to our Arena team as they work on that today. Yeah, big day for them, big day for all of us. When does Commander Collection Black come out? Soon. We don't have a date for that yet, soon. but October. it'll be soon. It's an awesome set, Meine ich. and it has the Aphiomancer token. Funny story. I've been calling it it's not that funny. I've been calling it Aphiomancer forever. Aphiomancer. I wonder what if that means in Aphiomancer. Do you know if there's so kennen die meisten Karten tatsächlich nicht wirklich, also natürlich Toxic Deluge. Are going to be full art cards in Double Masters 2. Those sorts of set specific details are not things that we have answers to today. So we're going to share a lot of those more like crunchy product details as we get close. This was more like an overview and a celebration of all the things to come, and to kind of give context for everything in a big plan. Yep. There's so much happening in this upcoming year, and some of it is Commander ist still being wirklich worked on. So ziemlich krass. More info to come präsentiert as in that info Produkten. becomes, I guess. Okay. Und darüber hinaus müsst ihr euch quasi denken noch Jumpstart, Unity, Infinity, So that's a question in response to Double Masters and my answer is und Commander Legends. It's going to feel like a little dodge, but it's true. So
it's important to set aside the loud online contingent versus Magic players as a whole, because the online contingent is a subset of people. Also, a lot of people do like these products, and a lot of people do enjoy. They love Street Fighter, and they want to bring that into their game. And Magic is, we've said this a number of times. Magic is a big tent. Magic is a lot of different ways to play, all in one system. And so, if you don't like something, that's fine. If you do love something, that's even better. And the goal is to give this big tent to let people play and express the game how they love it. And so we are super excited for these sets. We hope you are too. We know a lot of players are. We know people love Lord of the Rings. They love Street Fighter. Ich glaube, der Chat, they're definitely bei going denen to geht gerade enjoy richtig ab playing wegen with Secret these Lair cards. Drops und halt wegen Lord of the Rings und Modern Legal. And to add to that a little, Blake, just regular Magic, non-Universes Beyond Magic, is still going to continue to be created, right? Like, it's not one or the other, if that makes sense. They both can. Es ist auf jeden Fall eine they both kind interessante of exist Frage. together, and Ich bin ein bisschen hin und for her me, gerissen. as a newer Magic mit player, finding Universes something Beyond. that feels like, oh, I know this, feels really good when you're learning. And when you kind of are building those really fun personality decks. So not everything is for everybody, like you said, and but how good does it feel when you find that thing that is specifically for you, right? Like, this is specifically the Schon thing wieder that I so ein love, bisschen and dieses that's Product really is that not for feeling that you. we're trying to capture and communicate. Yeah, well, and you can even see it in chat when people are saying yes to this Universes Beyond, but no to this one, and you know what? That's totally fine, because someone else is saying no to this one and yes to this one, and that's really what Magic, with everything that Magic has added and grown into, the idea is to give more for people to grab onto what they like. It is not to make sure everyone gets everything. It is to give people options and to let people play the way that they want to play. So Ja, Had a great question. egal welches And Produkt, that irgendwie being alles said, eine you play how Melkung. you wanna Ja, play, right? weiß ich nicht, Do ob what ich das makes so you happy. unterschreiben kann. Also, Oh yeah, this question. This is my favorite question, because ich denke mal, sie Shouldn't machen there hier be gleich an Feierabend apostrophe in und the dann Brothers gehe War? ich darauf noch ein bisschen So After the S. answer, yes, after the S. The answer is yes. In running text, there is the logo doesn't have it because basically it didn't look good. But if you are referring to the Brothers War in running text, it absolutely do. It's just the logo that doesn't have it, just for purely aesthetic reasons. Brand not reasons. not grammar reasons. No. Not grammar reasons. Okay, how much time It do we looked have real left? good Yeah. that way, y'all. It does. I'll admit, it looks much better like this. It's just, I'm a grammar guy. I get it, Blake. I get it. Yeah. I went to school for poetry, so I get it. All right. There are a ton of great questions here. Some of them we have covered, and so I'm trying not to repeat myself in order to get through as much as we can. I will say, a lot of this information is also contained on dailymtg.com. Ja, den Artikel werden wir uns auf jeden Fall gleich noch There's a anschauen. article that breaks out into a bunch of different articles. There's even an Ja. article about the modern historic legality of the Lord of the Rings, Tales of Middle-earth. If you want to dive more into that, it's a similar thing to what I discussed, but that's there. There are articles on the Store Championship and all of that stuff. So head to dailymtg.com. Das werden wir uns gleich auf jeden Fall auch angucken, weil das interessiert mich auch sehr. Watch this stream if you want. We don't mind. Just skip the part where my microphone fails for like 20 minutes. Das kenne ich, das war bei mir am Anfang des Streams auch. Hey, I vamped. Will there? Things you did. happened. I appreciate that. Thank you, Harlan. I appreciate that. I will. I'm still getting a bunch of these questions, so I'll answer it again. Will we get GPs back? So Grand Prix, whatever we end up calling them or whatever form they take. We're eager to get back to large gatherings of Magic as well.
but we have to keep the pandemic in mind, and it's not done. We're still in it. Ja, das ist leider ein Having Punkt, ne? large indoor gatherings of 1,000 people in close proximity, it's just not something that's on the table in the short term. Now, the team is working on plans for that expanded play and what those types of gatherings may look like. Ja, in the nee, future. Fortnite wird But nicht again, the bestellt. strategy right now is to start Aber small hi, and cool, build dass du da out bist. from there. Eigentlich warte ich nur darauf, dass sie Feierabend machen, damit wir uns die Artikel angucken können. Aber es könnte ja noch eine spannende Harlow, Frage here's da one you can sein. answer. Is there a we're getting this question. Is there a core set in 2022? There is not a core set in 2022. There was not a core Ja, set Product in Fatigue 21 meinst du, either. Miki, We ne? did Ja, AFR. ich habe das auch gelesen und So ich there will be stimme another dem auch set zum that's kind Teil of in the zu. place of the core set, but it's not a core set. Mhm. That being said, I know for 21 for Adventures in the Forgotten Realms, that set really it doesn't like take the place of the core set, but it really does hit a lot of the same beats in terms of like it's a good place for it's really one of those sets that's like designed for you if you're a really enfranchised player, but it's also designed for you if you're newer to the game, like me. It was my one of my first sets I got to work on, which was really fun. But no core set in 22. We also want to do a little bit of a clarification. Sean, if you can put the Kamigawa art up of the cityscape, you could put that on stream real quick. We have a little bit of a clarification. So just, you might have noticed that each of these has the artist on the image. This is not the correct artist for this image. The Da hat sich correct was, artist is ein Leon Fehlerchen Tucker, eingeschlichen. Tucker. So if you like this piece, Leon Tucker was the Leon artist. Tucker. We're going to get that updated and fixed in all the places that we posted this, but just wanted to call that out because our artists do really great work and we want to make sure that they're credited, and we accidentally put the wrong name on there. So Chris is a great artist too, yes. but that's it. He didn't do that one. Yep. Yes, apologies for that, and good correction. Thanks for correcting that, Blake. And yes, thank you to our artists. Like, oh my gosh, I find myself getting like lost in the art some days. It's one of my favorite things about working here. Mm-hmm. Absolutely. So we've seen a couple questions about Pioneer. I do want to highlight that the Pioneer. Well, I'm completely losing words. Vermutlich das We've beste neared Produkt, the was end heute of the stream. angekündigt wurde, oder? My tongue is tired. The Pioneer Challenger decks. Reminder that those are coming. We still very much support Pioneer. Okay, das ist gut zu wissen. It's really unfortunate the timing with Pioneer because I love Pioneer and I started it was my paper Pioneer format of hype. choice immediately before the pandemic, and it was unfortunately cut off a little bit because we lost in-person play. But the Pioneer community is thriving. The metagame is fantastic. I encourage you to check it out if you can. Pauper ist auch ziemlich nice. As stores do open Pauper up, ist auch ziemlich ask cool. about Pioneer if they'll host it. It is a really good format right now. Oh yes, we got a couple questions. And Harless, I think you can do this. They heard something about anime cards in Jumpstart 2022. Anime cards in Jumpstart 2022. Yes, there are going to be. So part of Booster Fun in Jumpstart 22 is that there is an anime card in every pack. Pretty cool. Every pack. I'm really excited. Every pack. Like, that's pretty cool. That's Also a pretty Moment, big eine deal. Anime-Karte. Also in einem Stil von einem Anime? Yep. Are we going to rename Paper Pioneer Paper Historic? No, not right now. So, kommt noch was oder machen wir Feierabend für heute? And on that Jumpstart question with the one special anime style card in each pack, in addition to that, there's also one brand new Magic card in each pack. So that's Danke, not only Cyborg. it's Danke, not dass du dabei the warst. one War Magic ziemlich card is cool, the special anime card. darüber It's zu both. sprechen. Und ich werde den Stream wahrscheinlich auch online lassen. Also du kannst auch im Nachhinein noch die Diskussion dir nachher anschauen, wenn du möchtest. Und natürlich reden wir bei Radio Ravnica obviously darüber. Ich bin mal gespannt, wie Marc das Ganze auch findet.
No Are you guys questions about hydrated? rosewater Ja, Are you es- hydrated? also es I'm, ist, I'm wired on coffee. Yeah, no Ich denke mal, es questions wird about Mars. I'm wiederkommen sure if jetzt, you go wenn to Blog sie Talk, das you can ask weiter about the supporten. spacesuit Es hängt halt dann thing. vom Local Game Store Mark's und den always Leuten ab, game ob to sie wear a dann silly costume and Pioneer then anbieten unset. wollen oder nicht. Also in Berlin gibt es I mehrere wouldn't know anything about Pioneer-Gruppen, leider dressing unter der up, Woche. to talk Und about ich a würde set. gerne Blake, mehr I would have spielen. no idea about that. None whatsoever. We do these internal presentations, and they've gradually gotten more and more. Es macht auf jeden Fall elaborate. Spaß, muss ich And sagen. Also for Pioneer, würde ich the sagen, Crimson ist das Vow one, beste Harless put on a show. Harless and constructed some others inside the building alte put on a Karten show, and wiederverwenden it was wildly entertaining. Format. Also wenn du wirklich meinst, okay, vor 2 Jahren hast du Genshin gespielt, I'll answer this wahrscheinlich one, 'cause we're kannst du ein getting in a ziemlich so couple- our gutes, plans solides for Deck Pioneer on Arena noch darüber completely spielen. scrapped at this point. No. So we talked a little bit about this with Nein, keine großen Turniere werden Jumpstart. angekündigt. Sie haben Store Championships There's, angekündigt, aber das so könnte ja we sein, announced dass some sie, time ago that we're gonna do a dass Pioneer diese Store Masters, Championships auch but Pioneer that sein was können. a bit ahead of the success Sie haben of noch nichts Historic. weiteres zu So Store people have really Championships enjoyed gesagt. Historic as its own thing, its own kind of digital, unique playground. And so as we reprioritize things, doing a specific Pioneer set got moved back a little bit. That's not to say that the team's not working towards it. So for example, there's a checklist of like all the Pioneer cards that are not on Arena, and they're checking that list and adding things as available. So for example, Ja, ich bin wirklich gespannt, was diese Jumpstart Store Historic Championships Horizons bringen. has- Und vor allen I'm doing Dingen, this off the top of wer my head, so I entscheidet, could be was wrong on the gespielt number, but I wird. think it's Das ist, glaube ich, 83 auch noch sehr wichtig. cards that are new to Arena that are in Pioneer. So the team is working towards it. They just are not doing Pioneer Masters specifically. Instead, they're doing kind of the same thing that they did with Historic. Und by, Pioneer soll seeding anscheinend immer cards noch that are auf important Arena to kommen. Pioneer Nur man throughout weiß the nicht set. wann. So there will, they are working towards a future where Pioneer is an option on Arena. It's just not so like hit you over the head. Here's Pioneer Masters. Now it's a format. Go. Game Day. I think that. Ja, ich Not weiß in the nicht. business Also of ich hoffe, putting dass es people ein over the bisschen head kompetitiver here. wird. Und ich meine, die Promos, die es gibt, die sind ja schon ziemlich cool. Sometimes. Who knows? Also Wormcoil Engine ist ja jetzt, meine ich, nichts zumindest. Könnte besser sein, auf jeden Fall. Aber wer weiß. Well, again, lots of great questions. I wish I could answer them all. We've only got a couple minutes left. So, like, again, questions. Are partners coming back in Commander Legends Battle for Baldur's Gate? Great question that we will answer when we get to that set. We're not going to talk. Yeah, that's the exact. Okay, basic also ich glaube mechanics jetzt mal, dass jetzt nicht mehr unbedingt das große Mega-Reveal-Thema jetzt noch kommt. Dementsprechend, ja, würde ich doch sagen, gucken wir doch einfach mal, wie fanden wir das Ganze denn jetzt? Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt super, super viel Ankündigungen. Und ich glaube, das größte Thema ist, glaube ich, Universes Beyond für die meisten. Ich habe ein paar Kommentare schon gesehen. Warte mal, ich könnte ja auch eigentlich noch ein bisschen nette Mucke draufpacken. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, die Musik. Und ja, auf jeden Fall, also ich bin auch kein Fan von der Fortnite Secret Lair Drop. Ich finde, Fortnite ist als Marke einfach schon so irgendwie ausgelutscht. Und das ist halt, ja, es ist halt leider ein bisschen was, wo man sagt, okay, ja, ist halt irgendwie wack, dass es das jetzt in Magic gibt. Auf der anderen Seite ist es auch nur Reprints. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur wahrscheinlich irgendwelche weirden Varianten von, keine Ahnung, von, weiß nicht, Thoughtseas oder, keine Ahnung, vielleicht auch noch von nicht mehr spielbaren Karten. Also von daher ist es halt auch einfach, in Ordnung. Also ich glaube, ich kann mit Fortnite ganz gut leben, dass es das jetzt gibt. Niemand wird gezwungen, das zu kaufen. Und wenn euch das nicht gefällt, dann würde ich das auch wirklich nicht kaufen. Street Fighter, das Ähnliche. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir
leider mit Universes Beyond Secret Lair einzigartigen Karten halt irgendwie leben müssen. Und ja, ist halt jetzt leider einfach so, ne? Ich finde die Sachen nicht cool, dass es neue exklusive Karten geben wird. Sie bekommen Magic-Varianten, aber das müsste eigentlich auch nochmal ein Update bekommen. Von daher ist mir neutral bis eigentlich völlig egal. Genau. So, jetzt Lord of the Rings, ne? Das wird jetzt, also ich habe gerade den Artikel hier noch separat geöffnet. On the Lord of the Rings, Tales of Middle-earth Format Legality. Ich lese mal kurz drum, was sie gesagt haben. Okay. Es wird nicht legal sein in Standard, aber in Modern und Historic. Es ist nicht so fokussiert auf Modern wie Modern Horizons. Aber sie wollen vielen Spielern die Möglichkeit geben, die Karten dann auch tatsächlich zu spielen. Was an sich ja, es ist, glaube ich, okay. Ich glaube, schlimmer wäre es, also, ich weiß nicht, ob es schlimmer wäre, aber ich meine, ich kenne das Gefühl auch, dass man eine Karte hat, die irgendwie cool ist, aber man hat kein Format, wo man sie drin spielen kann. Und ich glaube halt, sie waren damit ein bisschen gierig und wollten nicht nur, dass es Commander legal ist. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Das ist halt, ich hoffe nicht, dass wir in Lord of the Rings Modern-Karten drin haben werden, die extrem überpowered werden. Das wäre, glaube ich, so das Schlimmste, was sich halt auch alle Leute bisher irgendwie gedacht hätten, dass sie gesagt haben, okay, hey, wir haben jetzt hier Gandalf und der ist irgendwie der neue Ursa und es ist eine Infinity-Combo mit Gandalf. Das heißt, man kann es nicht so gut ignorieren. Und ich glaube, man muss sich als Modern-Spieler halt so ein bisschen wirklich fragen, wie weit ist das halt einfach so ein Format, was man noch spielen will. Ich glaube halt, man unterschätzt gerade den Fokus auf Modern extrem. Ich glaube nicht, dass Modern wird de facto irgendeine Art von Rotation oder Erneuerung drin haben, neben den neuen Standardsets halt eben mit so Sachen wie halt Tales of Middle-earth oder halt Modern Horizons, dass es sich halt einfach im ständigen Wandel einfach sein wird. Und es ist halt leider nicht mehr so, dass man sich ein 1000-Euro-Deck kaufen kann und man kann es 20 Jahre lang spielen, sondern man muss halt immer up-to-date bleiben und dann muss man sich halt auch für 200 Euro oder für 150 Euro Ragavans kaufen. Und ich hoffe halt, dass dieses Set nicht das wird. Ich hoffe nicht, dass das Set das wird, dass man sagt, okay, wir haben hier direkt designte Karten, die perfekt in Junt, in Control, in andere Sachen drin hat, dass man sie halt noch spielen kann. Und das ist halt, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Ich glaube, ich hätte nicht Tales of Middle-earth ein modern legales Set gemacht. Ich glaube, ich hätte es dabei belassen, wie Conspiracy oder Battlebond war. Denn das hat ja auch funktioniert. Es hat ja auch funktioniert, ein einzelnes Set zu haben, was keine Legalitäten verändert und trotzdem coole Karten mit sich bringt. Muss man. Nee, natürlich muss man es nicht. Aber der Trend geht momentan dazu, dass man halt auch seine Modern-Decks regelmäßig updaten sollte. Oder man muss halt ein anderes Format spielen. Das ist halt, also zumindest ist das momentan so ein bisschen meine frustrierten Blick darauf. Ja, ich meine, ich spiele auch kein Ragavan, aber so, Ragavan ist schon sehr, sehr präsent in vielen, vielen Modern-Decks, das muss man leider sagen. Auch wenn es jetzt quasi einen persönlich, ich meine, ich spiele jetzt auch nicht so krass. Es ist auch nett, wenn in nicht rotierenden Formaten neue Karten reinkommen. Das ist nötig, sonst wird es fad. Das Maß ist nur wichtig. Ich weiß es noch nicht mal, ob ich dir dabei so zustimmen kann, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Modern ist ja eigentlich auch schon, da kommen ja auch neue Karten dazu, da kommen halt Standardkarten dazu.
Nur fühlt es sich halt so gerade an, dass sie das jetzt nochmal genauer trennen, dass sie Standard deutlich klar machen wollen, dass das halt ein für sich eigenes Spielbereich ist, der einfach rotiert und wo Karten dann in die Nicht-Spielbarkeit entfleuchen. Und dass halt Modern dieses Ding wird, wofür du dir dann halt Modern Horizons 2 kaufst, Modern Horizons, Tales of Middle-earth. Das Problem ist nur, wenn man eine Rotation erzwingt, indem man Power Creep nutzt. Ja, das ist das ganz ursprüngliche Problem von Magic the Gathering, dass neue Karten immer mit alten Karten konkurrieren müssen und um relevant zu bleiben, halt stärker sein müssen. Mein Bauchgefühl würde jetzt sagen, dass sie es mit dem Lord of the Rings Set nicht machen wollen. Also sie wollen jetzt, glaube ich, nicht effizient Karten machen, wo sie denken, okay, wie zum Beispiel den Affinity Support oder den Enchantress Support. Ich glaube nicht, dass sie da Karten reinbringen, wo sie sagen würden, okay, das würde jetzt diesem Archetypen nochmal einen großen Power-Buff geben, sondern ich glaube, sie wollen halt Karten machen, die ein bisschen stärker sind als im Standard und die auch in Modern gespielt werden können. So, die Frage ist nur, ob sie das richtig einschätzen können und ob nicht aus Versehen eine Mythic oder sonst eine Karte, ein Planeswalker oder sonst irgendwas auf einmal zu stark geworden ist und dann irgendwie im Nachhinein gebannt werden muss. Also das ist meine Hoffnung. Ich finde die Entscheidung sehr fragwürdig, weil Blake Rasmussen hat auch eben darüber gesprochen, dass sie mit solchen Sachen halt mehr also in den Begriff des Eternal-Formats soll Modern mehr und mehr einbegriffen werden. Und das wollten sie quasi mit Herr der Ringe hier an dieser Stelle machen. Und also ich finde es halt schwierig, sowas halt anzukündigen, während man gleichzeitig 5 neue Secret Lair-Produkte ankündigt, wovon 3 neue Karten mit sich bringen. Also weiß ich halt nicht, was ich davon allgemein halten soll. Also ich hoffe halt nicht, dass sie den Schritt irgendwann machen und Modern auch zu den sogenannten Eternal-Formaten dazu zählt. Denn ich glaube, dann haben wir halt dann auch die Walking Dead-Karten mit drin und zukünftige andere Secret Lair-Drops. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, nochmal ein richtig großer Bruch. Ich finde, das ist schon ein ziemlich starker Bruch mit der ganzen Universes Beyond-Geschichte. Aber ja, das ist, glaube ich, das Größte, was mich gerade so wirklich daran nervt. Warten wir mal ab, ich bin voll bei dir. Brauche auch kein Gandalf im Modern. Sie meinen ja, dass es nicht zu stark sein wird. Glaubt ihnen mal, denke halt auch, dass es mal wieder ums liebe Geld geht. Und deswegen ist Lothar Modern legal. Ja, auf jeden Fall. Aber dafür müssten ja auch Karten aus dem Set Modern spielbar sein. Und dafür müssten sie stark sein und davor habe ich Angst. Aber reden wir mal über erfreulichere Themen. Über mein Lieblingsprodukt, glaube ich, aus der ganzen Geschichte, die wir uns gerade angeguckt haben. Und zwar die Pioneer Challenger Decks 2021. Ich habe gefunden, dass die Decklisten auch schon online sind. Und Azorius Spirits hat, was haben wir denn hier alles? Ein Selfless Spirit, Rattle Chains, Shuttleghast, Supreme Phantom, Spellqueller, 2 Stück. Ein Brazen Borrower, Glacial Fortress 2 Stück, 4 Temple of Enlightenment, im Sideboard Silk Wrap, Isolate? Ja, okay. Ach so, ja stimmt, ich kann es ja auch mal zeigen. I'm sorry. Baboom. Könnt ihr das sehen? Ist euch das zu klein? Ich mach's mal ein bisschen größer. Genau, das ist das Azorius Spirits Deck. Genau, Brazen Borrower. Also ich glaube, das ist auch noch recht hoch auf meiner Liste. Und ich mag halt auch, dass sie das halt nutzen, um halt auch mal so ein paar Reprints zu bringen. Ich bin jetzt bei den ganzen Preisen nicht so mega up-to-date, aber es wird auf jeden Fall gut tun, dass man da wieder Precons für ein nicht rotierendes Format mal hat. Und ich glaube, Selfless Spirit ist auch eine Karte, die tatsächlich recht teuer geworden ist. Aber allem in allem, also auch Spellqueller sage ich nicht nein zu. Das sind alles halt Karten, die habe ich noch nicht. Die hätte ich mir einfach mal holen können, aber ich hätte nie so ein bisschen das Bedürfnis danach gehabt. Aber ich meine, allein Brazen Borrower ist halt auch eine gut teure Karte im Moment. Lotus Field Combo ist ja das, worauf ich
am meisten pokere gerade. Mal gucken, was da so drin ist. Okay, Visier. Natürlich für Untap Another Target. Target Permanent. Masterminds Acquisition. Peer into Abyss. Hidden Strings. Ist ja auch ein Combo-Piece. Sylvian's Crying. Ah ja, okay. Strategic Planning, Pour Over Pages, Dig Through Time. Ist auch eine gute Karte, kann man auch immer mal gut gebrauchen. So, Lotus Field 4-mal, das ist cool. Thespian Stage 4-mal, das ist auch cool. Wie Maya Coast, okay. Leider keine Shocklands dabei, ne? Das ist traurig. Aber wir haben auch ein Sideboard, was aus vielen Einsern besteht. Peer into Abyss. Approach of the Second Sun als Win Condition, finde ich ganz gut. Shifting Ceratops, achso, das ist die Pro Blue. Void Snare, Return Target Non-Land Permanent to its owner's hand, okay. Tormund Script, Klassiker, Sideboard-Karte Wild, Destroy Target Artifact or Enchantment. Omniscience, you may cast spells from your hand without paying their Mana Cost. Ich weiß nicht, ist das eine teure Karte? Ich meine, die wird doch, ist das nicht so ein Commander-Ding? Dass man es irgendwie rauscheatet und so. Könnte ich mir auf jeden Fall denken, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht sein könnte. Sweltering Suns, Thought Distortion, Blink of an Eye und Negate. Also ziemlich, also ist, glaube ich, nicht so viel super Interessantes, Wertvolles drin. Aber ich finde es immerhin mal ganz gut für, also einfach mal, damit man so einen richtigen Start hat. Und gerade in diese Farbkombination habe ich halt echt nicht so viel Einblicke, ehrlich gesagt. Oh, Mono Red Burn. Was haben wir denn da? Das ist ja der Klassiker schlechthin. Bowmat Carrier, Soulscar Mage, Bone Crusher Giant, Gitu Lava Runner, Monastery Swift Spear, Vashiano Pyromancer. Also ziemlich klassischer Budget Mono Red Stuff. Light Up the Stage. Oh, Wild Slash. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ich weiß, dass die waren deutlich teurer als die ursprünglichen, als die Schocks natürlich, weil es ein besseres Schock ist. Und die sind, glaube ich, ziemlich im Preis gestiegen, seitdem Pioneer angekündigt wurde. Lightning Strikes, okay, Wizards Lightning, was haben wir denn für Wizards? Okay. Soulscar Mage, Gitu Lava Runner und Vashiano Pyromancer, also funktioniert. Ramana Druids und Mountains. Oh, Chandra Torch of Defiance. Nicht schlecht. Roiling Vortex, das ist der, genau, Your Opponent Can't Get Life. Das probiere ich momentan in Modern Burn aus. Sonst Searing Blood und Goblin Chain Whirler. Also kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen mit. Das sieht alles es sieht sehr ähnlich aus wie ein Mono Red Burn anderes, also ein älteres, wie soll ich sagen, älteres Challenger-Deck von der Amon Cat-Zeit. Sehr viele Karten aus der Zeit mit drin. So, Ours of Auras. Das Deck, was ich auch schon gespielt habe. Concealed Courtyard sehe ich schon direkt. Das ist ein sehr guter Reprint. Habe ich Bock drauf, dass die Karte ein bisschen an Geld, an Wert verliert für den sekundären Markt. Sonst Stone Cold Serpent, Hammerkarte. SRAM, Hammerkarte. Hateful Eidolon. Mit SRAM so ein bisschen die Engine des Decks. Also damit zieht man halt hauptsächlich Karten. Outside of Life's Bounty, Selfless Savior, The Good Boy, Karamitra's Blessing, Cartouche, Ethereal Armor, Griffspoon, Sentinel Eye und All That Glitters. Also ziemlich, und krass. Lyris of the Dream Den im Sideboard, also, und ein Thoughtseize im Sideboard. Holy shit, was? Krass. Moin, Maurice. Willkommen im Stream. Thoughtseize, das finde ich krass. Also Lyris ist geil, auf jeden Fall, dass der im Sideboard ist, aber Thoughtseize, holy shit. Also, ich glaube, das wird schon echt, also das wird allein diesen Precon auf jeden Fall bezahlen, glaube ich. Zusammen mit den Concealed Courtyards und gut, Hushbringer ist, glaube ich, nicht so teuer, aber das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Genau. Kommen am 15. Oktober in Local Game Stores. Holy shit. Also da muss ich sagen, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Produkt. Azure Spirits, das ist, glaube ich, mein 1er-Pick. Und Lotus Field Combo, das wäre mein 2er-Pick für Karten, die ich mir noch holen würde. Ich glaube,
wenn ich von den 4 eins empfehlen könnte, ist, glaube ich, Oaths of Aras. Weil das Einzige, was, glaube ich, so richtig fehlt, ist natürlich neben weiteren Thoughtseas die Shocklands in der Landbase. Aber sonst kann man das schon wirklich gut spielen, muss ich sagen. Man könnte halt gerade mit Hateful Eidolon gucken, ob man Deadweights oder sowas spielt. Also halt die -2, -2 bzw. -3, -3 Enchantments, weil das ist ziemlich cool, damit Kreaturen abzuschießen. Vielleicht wäre das was fürs Sideboard. Ach, hier haben wir es ja, Deadweight. Genau, das meinte ich. Also, ich bin begeistert. Ich muss wirklich sagen, das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Produkte. Sie haben noch kein, genau, wird in Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch quasi angekündigt werden. Moment. On new Challenger Decks with. Wo kommt das hin? Oh, wir können gucken, wie teuer sie sind. Oder? Sind die hier noch nicht dran? Na, die kommen wahrscheinlich noch. Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht deutlich teurer sind als bisherige Challenger-Decks. Hey, aber das ist cool. Finde ich, das ist ein Produkt, das unterschreibe ich sofort. Finde ich cool. Ist einfach ein tolles Produkt. So. Jumpstart 2002. Okay, Moment. 2 Forecast. Okay. Das heißt, Aminatou the Fate Shifter confirmed für Double Masters. Wenn das Artwork direkt hier dabei sein wird. Multicolor Draft Focus. Okay. Ja. 3. Quartal 2022. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das kommt. Ja. Was halten wir denn von Commander Legends Dungeons and Dragons? Also ich muss sagen, Commander Legends, ich finde, das Commander Draft-Format hat auf jeden Fall noch Ausbaufähigkeiten. Also für manche war es ja dann doch schon auch recht beliebt. Für andere, die fanden es sehr langsam und sehr grindy, was dann natürlich nicht so cool ist. Und ich hoffe, sie würden das noch ein bisschen verbessern. Aber ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auf die neuen Commander-Karten auf jeden Fall gespannt. Genau da gehört Dungeons and Dragons hin. Ja, in Commander, das ist schon echt ein ganz guter Overlap. Also das passt schon ziemlich gut zueinander, würde ich dir zustimmen. Und es kommen wieder Foil-Edged Legendary Creatures. Packed into an even greater social experience. Also, ja. Why not? Habe ich jetzt prinzipiell erstmal nichts dabei. So, jetzt kommen wir aber nochmal genau zu Unfinity. Unfinity, das neue Unset, wird ein retrofuturistisches Space Carnival, was natürlich wieder sehr viele Silver-Bordered-Karten bringt. Ich freue mich drauf, ich mag Silver-Border-Karten. Ich habe ja auch noch das Unstable, die Unstable-Box, die ziemlich cool ist. Aber tatsächlich ist hier mein interessantes Ding plus beautiful science fiction theme full art basic lands and shock lands in both Draft and Collector Booster Packs. Okay, warte mal, ganz kurz. Sie bringen zu dem Unset Collector Booster raus. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Unsets sollen doch gedraftet werden. Also das ist ja, es gibt ja noch nicht mal ein Constructed Format oder sowas in der Art. Warum sollte man sich dann das Collector Booster von Unfinity holen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das muss. Aber wahrscheinlich mit einer garantierten Chance, dass Science-Fiction-themed Shocklands reinkommt. Das ich wiederum cool finde. Da muss ich sagen, also ich mag Unsets prinzipiell. Ich freue mich auf die Draft-Erfahrung. Ich freue mich darauf, meine Silver-Bordered Collection ein bisschen zu erweitern. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal so einen geilen Cube irgendwie draus bauen kann oder so.
Und halt, ich freue mich auf jeden Fall auf die Shocklands. Science-Fiction Shocklands. Und wenn sie das halt, wenn sie in so einem Format, oder in so einem Produkt, wenn sie daran Shocklands reprinten können, warum können sie dann nicht in Jumpstart Fetchlands reprinten? Das ist meine Frage hier an dieser Stelle. Das Logo ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Sehr Space Jammy. Und wann kommt's raus? Second Quarter 2022. So, warte mal. Wir haben doch hier auch noch diese Übersicht von den, genau. Das heißt, Kamigawa Neon Dynasty ist das erste Set, was uns nächstes Jahr erwartet, standardmäßig. Moment. Da machen sie halt das Set zum Kaufen interessant, genauso wie es mit den Full-Art-Ländern war. Ja, das stimmt. Aber da muss ich auch sagen, das ist eine Art und Weise, wo ich gerne Geld investiere in lustige, kreative Sammelkarten, die halt silverbordered sind, die nicht irgendwas mit Magic the Gathering als solches irgendwie verändern. Ich sehe nur nicht, warum sie Collector Booster verkaufen müssen. Ich finde für mich, das ist halt ein reines Draft-Erlebnis, wo man sich die Karten so zum Spaß mal irgendwie in einen Binder packt oder so. Oder halt daraus einen Uncube oder sowas baut. Ist auf jeden Fall witzig. Das heißt, aber wir haben jetzt quasi zu jedem diesen Release-Schedulen, und das sind nur die Standard-Sets, dazwischen gibt es quasi immer neue Sachen. Also, lass mich mal gerade durchgehen. Wir haben Infinity Second Quarter. Das heißt, hier zu Streets of New Capenna wird Shocklands und Fetchlands sollten viel häufiger reprintet werden. Der Bedarf ist demnach hoch, dass ihr Wert sonst zu schnell steigt. Gibt's auch für Sammler und die wollen vielleicht alles in Foil. Ja, okay. Wobei ich, glaube ich, noch keinen Spieler kennengelernt habe, der gesagt hat, ich hätte gern alles in Foil. Nee, wir reden auf jeden Fall morgen drüber, Marc. Mach dir keine Sorge. Das sind jetzt erstmal nur meine ungefilterten Gedanken. Und ja, ich finde es auf jeden Fall nur krass, dass Kamigawa, also genau, hier bei Quarter 2, da wird auf jeden Fall Infinity kommen. Was war das nächste Sonderset? Commander Legends. Commander Legends kommt auch Second Quarter raus. Das heißt, hier oben in der Anzeige, hier könnt ihr euch dann das andere, hier Infinity, hier kommt dann Commander Legends. Das heißt dann, genau, Moment, Double Masters kommt Third Quarter und dann kommt dazu noch hier Double Masters. Kommt dann quasi hier neben. Also hier denkt euch Infinity und Commander Legends, hier kommt Double Masters und ich glaube dann hier Lord of the Rings. Und dann hier sind dann noch Commander Warhammer Decks. Also wird ein volles Jahr. Ach ja, Jumpstart. Jumpstart kommt dann auch nochmal im 4. Quartal 2022. Junge. Decklisten zu Pioneer hast du gesehen? Ja, habe ich schon. Wir sind die eben schon durchgegangen. Thoughtseize Reprint ist ziemlich krass, finde ich. Und ja, also, Moment, Lord of the Rings soll haben sie es jetzt gar nicht hier reingeschrieben? Ach so, 2023. Das kommt ja erst 2023. Mono Red Burn mit kaum Burn-Karten. Warte mal. Ja gut, also so gut burnen, wie du halt in Pioneer burnen kannst. Also Wild Slash, Shock, Lightning Strike und Wizard's Lightning ist schon okay. Und es ist mehr Mono Red Aggro, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich freue mich echt auf Lord of the Rings, ja. Also es wird ja noch eine Weile dauern, bis es kommt. 2023, habe ich eben gelesen, wird es rauskommen. Aber ja, das mit der Modern Legality, das wird so ein Diskussionsthema, glaube ich, bleiben. Also ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass sie davon wieder zurückgehen, von dieser Entscheidung. Aber, ja. Okay. Oh, Fortnite wird übrigens 2 Secret Life Drops bekommen. Street Fighter kommt 2020. Genau. Ja.
Ach ja, also ich würde noch nicht mal sagen, ich glaube noch nicht mal, dass die allgemeine Stimmung, also bei mir jetzt persönlich, ich kann natürlich nicht für Marc sprechen, aber meine persönliche Stimmung ist gar nicht so negativ, weil ich glaube, man muss sich als Magic-Spieler einfach jetzt angewöhnen, Sachen zu selektieren. Ich glaube, man muss es halt für sich selektieren, wie man Sachen einordnet für sich. Weil zum Beispiel diese ganze Universes Beyond-Geschichte finde ich halt, und Fortnite und so weiter, das interessiert mich halt eigentlich gar nicht. Das wird mich aber auch kaum berühren, wenn ich ehrlich bin. Also, und die Sachen, die ich cool finde, die finde ich cool. Also die Pioneer Challenger Decks, die sind ganz nice. Double Masters 2022 ist auf jeden Fall was, worauf man ein Auge haben sollte. Nicht unbedingt auf das Set, sondern auf die Einzelkarten, die man sich holen sollte. Jumpstart ist eigentlich immer eine gute Zeit. Wie gesagt, das ist alles, das ist auf jeden Fall ein Streitpunkt, ne? Ja. Nee, also total verschwendete Zeit würde ich hier, glaube ich, widersprechen. Also ich würde schon sagen, also das ist halt das Ding, so. Ist halt auch eine Erwartungshaltung. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie uns so viele einzelne Previews zeigen werden, sondern ich glaube schon, dass sie halt einfach nur so ein Overview geben wollen, was jetzt kommt. Und wir hatten das noch nicht in so einer Pressekonferenz-Variante, glaube ich zumindest. Aber man kann, ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich hätte mich natürlich gefreut, wenn sie gesagt hätten, hey, zu, keine Ahnung, Double Masters wollen wir diese Karten rausbringen. Magic Universe Beyond, hier sind 3 Karten aus dem Set oder so. Aber so hat man natürlich viele Ankündigungen und man weiß einfach schon, was alles rauskommt. Das ist auf jeden Fall nervig. Aber, ja. Ja, das stimmt schon. Wobei, du musst ja auch sagen, dieses Event war jetzt nicht unbedingt für den knallharten Magic-Spieler. Das war mehr auch ein Presse-Event und ein allgemeiner Eindruck für auch neue Casual-Spieler, die halt eben noch mit da reinkommen wollen. Und da ist es halt dann schon spannender, die wirklich ziemlich coolen Artworks zu sehen. Aber natürlich, es ist halt eine grobe Ankündigung, was jetzt kommt. Wir haben noch gar keine Karten oder sowas gesehen. Ach ja, und das Innistrad Double Feature. Ja. Das ist schwierig, das ist komisch. Die Sets waren alle schon geleakt. Ja, gut, das stimmt. Aber klar, Leaks sind immer, das ist immer so ein Ding. Also, ja, ist auf jeden Fall ein Problem mit den Leaks. Definitiv. Aber ich weiß aber nicht, ob meine Reaktion das so verändert hätte, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, halt einfach entscheiden, was für eine Art von Spieler man sein will. Was halt diese ganzen neuen Produkte angeht, weil, wie gesagt, das sagen wir auch schon seit längerem, auch bei Radio Ravnica. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, jedes Produkt zu kaufen und sei es auch nur ein Draft Boosterbox. Warum mussten sie es nochmal sagen, dass es Warhammer geben wird? Hätten sie auch was zeigen können, ja? Aber das ist halt das Ding. Es ist halt so eine Zusammenfassung / halt Ankündigung von viel auch neuem Stuff. Also von Infinity weiß ich nicht, ob das schon vorher bekannt war. Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich sehe deinen Punkt. Ich weiß, was du meinst mit verschwendeter Zeit. Aber das ist halt das Ding. Also ich kenne das halt sehr krass von so, weiß nicht, E3, Gamescom, Pressekonferenzen. Da ist halt viel PR-Sprech. Es ist sehr viel. Und wir hatten letztes Jahr unser erfolgreichstes Jahr. Und hey, was jetzt um die Ecke kommt, wollen wir da dadurch mal kurz drüber sprechen? Das ist halt viel PR-Gelaber und ich sehe das halt wirklich mehr als so eine Art Pressekonferenz, was halt eben auch das ist und halt viel einfach so ein Kernevent sein soll, was halt sehr viel Hype erzeugen soll und es ist halt ein Marketing-Tool. Deswegen, dass jetzt nicht so viel detaillierten Kram zu den einzelnen Sets kommt, das stimmt auf jeden Fall. Aber das habe ich auch
wirklich nicht erwartet. Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, die Artworks, die wir gesehen haben, die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ja, ich meine, es ist schon ein Shift in Tone, wenn man sich das so anguckt. So, hey, okay, Jumpstart, okay, Double Masters, krass. Jumpstart, Warhammer 40k, okay, passt irgendwie, ist ja auch so oftmals im Local Game Store gemeinsam. Herr der Ringe, ja, okay, so die Fanbücher. Secret Lair, okay. Okay, ja, dann geht's wieder um Arena. Also, ja, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt. Wir werden das ja auf jeden Fall noch in der Radio Ravnica-Folge besprechen, was da noch alles zukommt. Aber ja, ich glaube, viel mehr gibt's gar nicht zu sagen. Also, wenn ihr noch Anmerkungen habt oder Fragen habt, irgendwas in der Richtung, sonst könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, für die neue Folge Radio Ravnica nächstes Wochenende. Denke trotzdem, dass einige das nicht wussten wegen Leaks. Nein, bei uns wird gar nichts rausgepiept, nur komplett rausgeschnitten. Aber das hat meistens technische Probleme. Ja. Ach ja. Gibt es sonst noch hier irgendwelche großen Themen? Nee, ich glaube, das ist der Artikel, den ich auch eben hatte, genau. Ja, aber krasses Event auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass der Showcase, ich glaube, dieser Event-Charakter, der ist schon eigentlich ganz gut gelungen. Soweit ich die Views sehen konnte von dem Stream, waren, glaube ich, halt so 5.000 bis 10.000, glaube ich, Maximum da. Und wird das Innistrad Double Feature ein Booster-Produkt? Ja, das wird ein Booster-Produkt. Das kann man hier auch schon sehen. Hier, Innistrad Double Feature. Combines selected cards from the separate sets Innistrad, Midnight Hunt and Crimson Vow into one unique draft experience featuring special art treatment on every card. Also jede Card, so wie ich das verstanden habe, hat diesen Monster Double Feature Charakter. Ich hätte mir das gewünscht, dass sie das mit Original Innistrad gemacht hätten. Wie cool wäre das? Wie cool wäre das? Aber das ist halt auch ein bisschen weird. Alles klar, mach's gut, Marc, ne? Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. 5.000 bis 10.000, du hast doch nur... Nein, nicht ich, aber was den originalen Twitch-Stream anging, nicht ich. Klar. Aber ich weiß, was heißt nur 470 Abonnenten? Ich habe doch wohl die 470 coolsten Abonnenten, die es auf YouTube gibt. Auf jeden Fall, genau, das ist auch so ein stranges Konzept irgendwie, oder? Also, dass sie halt Innistrad rausbringen und das halt so direkt im Anschluss Early 2022 ein Double Feature rauskommt, also quasi ein Reprint-Set wie halt, ne, was halt beide Karten nochmal, also was halt einfach Reprints bringt von den Sets, die ja gerade noch im Print sind. Aber klar, das soll natürlich hauptsächlich Limited gespielt werden und halt eben diese neuen Art-Karten mit reinbringen. Ich hoffe, ich finde es witzig, dass sie schreiben, lets you celebrate this fan-favorite setting with its own limited environment. Fan-favorite Setting, ja, okay, sie meinen das Planes, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie die beiden neuen Sets werden. Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Warum kommt das nicht pünktlich zu Halloween? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich wünschte mir, dass vielleicht das Double Feature, wenn es ein cooles coole Draft-Erfahrung wird, sowas wird wie halt Mystery Booster, dass du halt dann mal zu Halloween so ein Ding nochmal raushauen kannst und dann kannst du nochmal ein geiles Horror-Szenario spielen. Silke, du hast hier
bist ein bisschen auch gemein jetzt gerade, ne? Also müssen wir auch schon mal so sagen. Also, ich würde dich bitten, deine Kommentare mal ein bisschen zu zügeln, wenn es okay ist. Naja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was halt Dominaria United rausbringt und was The Brothers War bringt. Vor allen Dingen, das scheint ja, also es wird wahrscheinlich, das sind natürlich 2 Dominaria-Sets oder 2 Sets, die auf Dominaria spielen. Und vielleicht wird das jetzt halt so ein Ding, was halt ja, jetzt so ein einfach jährliches Ding ist, dass die letzten beiden Standardsets ja, einfach zusammenhängen. Also ich meine, wir haben Innistrad, wir haben jetzt Dominaria, die zusammenhängen in gewisser Weise. Aber ja, The Brothers War, ich hoffe halt, sie machen damit irgendwas mal was Spezielles im Sinne von vielleicht, ja, Mystical Archive-mäßige Karten oder sowas in der Art. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ja, da einfach noch ein bisschen was kommt. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung zu Streets of New Capenna? Das ist so ein bisschen was, ich kann das noch nicht so ganz greifen. Ich habe während des Streams schon mal gesagt, dass es halt so, so ein bisschen wirkt wie, ja, wie soll ich sagen, wie halt so ein etwas moderneres, freue mich auf Dominaria United, war das Set, mit dem ich Magic begonnen habe. Ja, also also das neue Dominaria meinst du jetzt? Ich glaube, das kann lustig werden, ja. Ja, also ich kann auch mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich fand erst so, okay, urbane Gangster-Geschichten, das könnte ein bisschen komisch werden. Genau, Ravnica Mafia-Stil, ja, so hatte ich mir auch überlegt. Vor allen Dingen das Artwork, das hat mich, glaube ich, am meisten für das Set verkauft. Weil ich finde, es hat noch genug Fantasy-Elemente drin, es hat ja genug Fantasy-Elemente drin, um halt noch in der Magic-Welt so zu passen. Ohne Probleme. Und gleichzeitig hat es halt wirklich so einen ganz eigenen Stil. Es wirkt ein wenig, als ob sie den Weg von Kaltheim, als ob es den Weg von Kaltheit nehmen könnte. Schnell da, schnell weg. Das stimmt. Das ist tatsächlich auch so ein. Aber das ist ja halt allgemein das Thema. Das wird wahrscheinlich auch bei Neon Dynasty so sein. Dass du halt denkst, oh cool, was geht da alles ab? Wie kann man diese Welt wieder beschreiben? Wie ist das so futuristisch geworden? Was ist die Story dahinter? Und also, ja, okay, Gangsterdämonen. Ja, okay, cool. Das sind halt die 5 Cläne, die sich da bekriegen. Und ja, okay, wir sind wieder bei Dominaria. Und ach so, und wir sind 30 Jahre in der Vergangenheit. Und es ist der Brothers War wieder. Das ist natürlich so der allgemeine Charakter, der es bei solchen Ankündigungen immer hat, ne? Aber das ist tatsächlich stilistisch schon eine sehr andere Geschichte, finde ich. Aber ich finde, das zum Beispiel, das ist cool. Das ist was, wo ich denke, ja, ich bin mal wirklich gespannt, was sie bringen. So. Ja, das ist halt. Ich mag hier vor allem diesen kleinen Polygon-Waschbär. Der sieht ziemlich nice aus. Und das wird mit Untergarantie, würde ich jetzt, glaube ich, schon Geld drauf verwetten. Ein Pet auf Arena. Und ich habe ja Kamigawa, das Originale, gar nicht so mitbekommen. Aber ich höre nur immer und immer wieder, wie Leute sagen, boah, Kamigawa, wir müssen wieder nach Kamigawa gehen. Ich bin mal gespannt. Wie das erste Mal Kamigawa für mich wird. Ach ja. Aber es sind echt ein paar krasse Ankündigungen. Also ein paar krasse Stile auch, muss ich sagen. Also, boah, ich bin halt wirklich gespannt auf Brothers War, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gerne irgendwann ein neues Ixalan-Set. Ja, Ixalan ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Das war ja ein großer Anfangspunkt für viele Leute. Ich höre ständig, wenn ich mit Leuten rede, die im Laden sind oder so, ja, ich habe so mit Ixalan angefangen. Das war wirklich ein sehr krasser Einstiegspunkt für viele. Ich glaube, ähnlich wie Kamigawa, ehrlich gesagt. Weil entweder haben sie mit Kamigawa angefangen oder mit Ixalan. Nein, aber Ixalan
kann ich auch sehen. Also das ist halt noch recht frisch, muss man sagen. Das könnte man auch sagen, okay, Dominaria war jetzt auch echt recht frisch noch. Aber ich glaube, das steht bei denen auf der Liste. Und Ixalan war ja auch sehr populär, einfach wegen der Piraten- und Dino-Thematik. Aber ja, ich würde sagen, ich gehe noch mal kurz in die Facecam-Thematik hier rein. Denn ich würde, glaube ich, den Stream an dieser Stelle beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das häufiger gerne hättet, wenn wir zu solchen Events mal irgendwie einschalten oder ich einfach ein bisschen mehr live streame. Denn das ist was, wo ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ob ich das jetzt cool finde, ob ich das jetzt full on durchziehen will, ob ich das in meinen wöchentlichen Kalender irgendwie mit reinbringen will. Und das war jetzt so ein Event, was sich halt einfach für mich angeboten hat, wo ich gesagt habe, komm, ich war heute Morgen war noch mein Gedanke, okay, willst du es machen? Soll ich es machen? Ja, will ich das machen? Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, verdammt nochmal, ich streame jetzt einfach mal und zieh's einfach mal durch. Es ist ein bisschen Guerilla-Style, von wegen, ich habe jetzt einfach die Szenen zusammengeworfen. Von daher, ja, mal schauen, was ich so machen werde. Ich bin leider nicht so der Riesenfan von Arena, aber vielleicht lässt sich ja über Spelltable hier und da mal was zu machen. Oh, das ist sehr nett, dass sie das sagt. Danke. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das freut mich, dass euch das gefällt. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank an jeden von euch, der da draußen mit war. Wir waren teilweise ziemlich viele Leute. Ich habe nicht gerechnet, dass teilweise 20 Leute gleichzeitig zuhören oder beziehungsweise zugucken. Es hat mich sehr gefreut, euch alle dabei gehabt zu haben. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.